So, hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Heute später Stream. Warte mal, es ist 20:40 Uhr. Wie ist denn das passiert? Ja, spät sind wir dran. Heute spielen wir Starfield alleine, also haben wir keine Termine. Doch, einen haben wir. In der Main Quest. Da wollten wir weitermachen. Warte, ich schaue gleich mal rüber hier. Sieht schon mal ganz gut aus, ne? Hier sitzt irgendwie nichts so wie es soll, also alles wie immer. Und wir laden gleich mal rein, wenn das Spiel es zulässt. Es gab noch ein Update, ein Starfield-Update. Bei den Mods hat sich nichts geändert, soweit ich es gesehen habe. Ich hoffe, es geht noch alles. Mal sehen. Bleibt spannend. Mal gucken. Und ich habe hier was Neues. Es ist rosa. Es heißt auch rosa. Also keine Ahnung, es passt zu dieser Stadt hier, glaube ich. Die ist auch so ein bisschen rosa. Teilweise. So, warte, ich krieg den nicht auf. Was ist da los? Oh, komm schon. Geht doch. Prost! Okay. Schmeckt wirklich wie so ein Rosé mit Taurin. I don't know. Ah, warte mal kurz. So. Das wollte ich noch kurz machen. Gut. Legen wir los. Viel zu viele Ablenkungen hier. Lass einfach mal ein Ründchen spielen. Bei Starfield ist es immer so blöd, wenn man raustappt. Ich habe keine Ahnung. Gibt es da einen Fix dafür? Kann ich da irgendwas machen? Das ist doch ein wenig nervig jedes Mal. So, warum bin ich jetzt im Chip-Designer? Das passiert so schnell, ne? Gut, kurzer Check. Können wir... Okay, ich habe immer noch das Gewicht auf normal und so weiter und so fort. Okay. Aber das hat uns jetzt gar nicht tangiert, da wir fast nur Gespräche und Quests letztes Mal gemacht haben. So kleine Quests hier. Und wir stehen jetzt da irgendwo rum. Ich habe irgendein Quest-Ziel da vorne. Warte, L war das, ne? Fishy Business. Welche Quest ist denn aktiv? Das ist die. Yannick. Needs Aurora. So. Wir sollen uns bei Fresh Fisheries einfinden. Wollen wir die Quest machen? Also wollen wir erst so Side-Quests machen, bevor wir mit der Main-Quest weitermachen? Oder wollen wir hier die Main abschließen? Ich will heute auf jeden Fall die Main-Quest hier weiterspielen. Yeah, ein Paul. Hi, ja, das geht immer noch. Willkommen zurück. Ein seltener Gast, da schau her. Es geht immer noch oder wieder. Ich habe die Befehle irgendwann mal neu geschrieben, aber der hat es überlebt, weil der ist leider beliebt. Der ist leider beliebt. Nun. Ja, mir geht's ganz gut, dankeschön. Und selber? So, pass auf. Wir gehen jetzt mal dahin und gucken einfach, was passiert. Das klingt voll langweilig, aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Es ist weiter weg als gedacht. Entschuldigung, ich muss durch. Ich habe Sidequests. Hallo? 80 Meter. Trage ich eigentlich immer noch den Anzug? Warum bin ich der Einzige oder die Einzige hier, die mit dem Raumanzug rumläuft? Strange. Naja. So, hier hinten. Da sollen wir hin. Da wird dieser Aufzug, genau. Wo ging der hin? Was macht der? Fresh. Genau, da haben wir ein Bewerbungsgespräch. Das kann nur spannend werden. I have ever worked with had a perverse affection for this place. I do not understand it. Okay, okay. Auch freue mich, dass ich mal Zeit für deinen Stream gefunden habe. Ja, schön. Jetzt sind Ferien, ne? Delicious Nutritious. Okay. Wow. Es ist ganz schön schräg hier. Hallo, ich habe einen Termin. Ja. Die hat echt seltsame Klamotten, die Frau, aber okay. Amanda.
the pride of Yeah, Neon. also pass auf. Wie ist das hier, wenn man hier so arbeitet? Xenofresh is the best place to work in Neon, Ah, hands wirklich? down. Schau mal die Qualen The im pay is Hintergrund. good, the hours are respectable, and the company's profits are skyrocketing. We're fortunate that Administrator Bayu dedicates his time and brilliance to see our company excel. Die ist mir ein bisschen zu over. Is it true Xenofresh manufactures Aurora? Das fragen wir gleich mal, ne? Am besten vor dem Bewerbungsgespräch, das ist sicher schlau. The Free Star Collective has given Xenofresh Fisheries the sole right to fish chasm bass and use it to produce Aurora. If you care to sample some yourself, we have it for sale at the famous Astral Lounge. Although Aurora is our flagship product, we also produce a line of delicious seafood products as well. Seafood. Nice. Ja, also willkommen bei uns. Wir produzieren Drogen und alles ist wunderschön. Bester Job der Welt hier. Ja, bestimmt. Bestimmt. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe nur noch ein Jahr Schule, dann mag ich meine Ausbildung. Yes! Achso, das ist schlecht? Ist das schlecht? Das ist doch gut, oder? Warte, was für eine Ausbildung? So, pass auf. Ich gehe derweil mal hier. Wir bewerben uns jetzt auch auf einen Job. Mal gucken, ob wir da eine Ausbildung brauchen. You've come to the right place. Xenofresh is always on the lookout for new faces to add to our family. Ja, ja. The application kiosk is over there, but feel free to ask me any questions. Please, Ja. take your time. Do you have any work for a chemist? Job candidates with background in chemistry are highly sought after here. Mhm. I highly advise you to look at the application kiosk. Bin ich Chemiker? Habe ich irgendwas vergessen, was ich ausgewählt habe? Oh, try not to disturb Miss Grav. She's a busy woman. Nein, die stören wir ganz bestimmt nicht. So, warte mal. Wo sehe ich meine Trades nochmal? Frontier, Shield, manchmal Powers, Fast, Star Map, Ship. Ich konnte doch irgendwo Status, Character. Ah, hier, Trades. Ich bin überhaupt kein Chemiker. Wie komme ich darauf? Seltsam. Na gut. Verwaltungsfachangestellter. Das klingt doch ganz stabil. Insofern schlecht, weil alles so schnell geht. Ach du, keine Sorge. Das wird später noch viel schlimmer. Also, das ist jetzt voll beruhigend, ne? Ja. Das wird noch viel schlimmer. So, also wo soll ich mich bewerben? Ich hab... Ja, halt die Klappe. Ich finde schon. Danke. Ich komm... Ja, ich komme schon klar. Tschüss. So. What? I'm working here. Das sieht echt so aus, als würdest du arbeiten. Executive. Okay. If you're looking Conference. for Aurora, you're in the wrong place. Try the Astral Lounge. Entschuldigung, ich musste kurz mal... Okay. Okay, sehr seltsame Tiere haben die hier. Super, da freue ich mich drauf. Gern geschehen. Executive. Das ist die ich nicht stören soll, oder? Ah, die Tür ist offen, ne? Kann man die Tür zumachen? Ist da überhaupt eine Tür? Also es ist offen und sie starrt mich an. Und so wie die da sitzt, die arbeitet doch nicht. Komm, ich sag mal Hallo. Oh, was hat die da? Weiß man nicht so genau. Ein bisschen pissy ist sie schon, ne? Ein bisschen grumpy. Oh. Hübsch. Okay, hallo, ich, hab mich verlaufen. Hallo, Libby. Can't you say I'm busy? Das sieht echt nicht so Not aus. a plate of croissants? Was? Ich bin... A plate of what? Croissants. I had commissioned a special order of baked goods for our next board meeting. Ah, It's natürlich. called sarcasm. Read the room, for God's sake. Ja, okay. Very perceptive of you to notice. Then you're not... Oh, for God's sake. That foolish girl up front must have allowed you back here. I'm going to have a bit of a chat with her later. Oops. Look, I'm really quite busy. Yeah. If you're not here on Xenofresh business, I'm going to have to ask that you leave.
Ja doch, ich bin der Neue. Wer bist du? My name's Libby Grav, and I am the CFO of Xenofresh Fisheries. And since I answer directly to Administrator Bayou, I hope you aren't here to cause any sort of trouble. The Nein. last thing I need right now are more protests and complaints to deal with. Proteste? Was hast du da so für Proteste? Everything under the sun, from unfair business practices to reported bad working conditions to the price of Aurora. We're the #1 most successful corporation on Neon, so we're obviously a huge target of opportunity for slander and false accusations. Uiuiui. Everyone's looking for a free handout or a tiny piece of the massive success that we've accomplished. Well, I'll tell you the same thing I tell them before I have them escorted out. It's not going to happen. Not on my watch. Okay. Are we done here? Die anderen I Optionen habe don't ich... really have time to talk, Ja, sorry. die I hab ich have immer. 100 things to do and you're Ja, number ist ja schon 101 recht. on my Ich list, gehe ja so schon. if Wir sind hier nicht excuse erwünscht, me. wir gehen. So. Also hier hinten, Conference Room. Das ist ja busy, sehen die alle nicht aus, wenn du mich I fragst. don't have time for this. Talk to my secretary if you need something. Ist das deine... Are you supposed to be here? Wo ist hier? Wolala. Ach, hier. Nebenan, hat sie gesagt. Sie meint den winzigen Computer da. Oh. Hallo, Psycho. Hi. Ich bin schon wieder... Ich tue mir das schon wieder an. Which position are you interested in? Why work here? Warte, man kann nicht Gegenfragen stellen. Xenofresh Fisheries is the oldest and one of the most profitable corporations on Neon. That's why the Xenofresh team is committed to excellence. We pay competitively and have career paths to suit every employee. Join us and join the future. Ja, also. Hey Psycho, ich bewerbe mich jetzt als Chemiker. Cool, oder? Xenofresh is looking for a talented chemist who can help produce additives for our patented Jazzimbas gourmet fillets and other products. This is an entry-level job with flexible hours. We can work with your schedule. Able to work independently in a high degree of accuracy, BS in chemistry or biology. Der hatte gesagt, ich brauche da wahrscheinlich... Ist total unterbezahlt, such dir lieber was anderes. Undankbar die Art von Arbeit. Wir gucken mal, ne? Your greatest strength, Riley Chernyshev. Ich kann meinen eigenen Namen nicht aussprechen, ist so schlecht. So, pass auf. Well-rounded and capable, hard and diligent worker. The lack of any weaknesses. Wow. Learning new skills and procedures quickly. My biceps aus. Ja, nice. Ja, ich bin stark. Ich bin stark. Ich bin voller Chemiker. Okay. Ja, was weiß ich. Wir lernen schnell. Tun wir ja wirklich, ne? Es ist halt einfach so, ne? Wir leveln voll schnell. What is the highest level of education? High School, Bachelor, Master, Doctor. Argus Extractor Special Accreditation. Die wissen eh nicht, was das ist, oder? Das ist der Beleg, dass wir mal in der Mine waren. Das klappt bestimmt. Create a rough diagram of the chemical structure of AMP. Thank you for your interest in Xenofresh Fisheries. Submit your application, then talk to the receptionist for the next steps in your exciting adventure. Hat das jetzt geklappt?
Welcome to Xenofresh Ja, also meine Fisheries, Bewerbung ist the pride drin. of Ich wollte kurz Neon. nachfragen, wie es da jetzt aussieht. Riley, oh God, is that Cherny Sheetsky? Cherry? I'm so sorry. Czernichewski. Mensch, das kann ja jeder She's aussprechen. in the underbelly on the factory floor. She'll be expecting you. Warte, ich bin jetzt echt zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Jetzt kommt noch das Gespräch Nummer 1 von 4. Ach so, ja, okay. You guys seem pretty desperate. An interview already. Candidates like yourself are often fast-tracked through the application process. Okay. Wow. Gut, ja, ihr seid verzweifelt, oder? I have no response to that. Have a nice day. Ja gut, ich gehe da mal, ne? Zur Chefin, ne? Wir kennen uns ja schon. Das ist ein Vorteil. Warte, wo ist der Questmarker? Wo ist der schon wieder? Wo soll ich hin? Halt die Klappe. Wo schickt mich das hin? Zur Lobby? Ich muss noch mal. Was soll ich nicht? Welcome to Xenofresh. Die Thank you macht for mich visiting narrisch. Xenofresh Fisheries. Mit wem soll man sprechen? Report to Valentina Grav. Okay, das ist eine andere. Und die arbeitet nicht hier, die arbeitet woanders? Wir kriegen jetzt wahrscheinlich einen Job, aber nicht hier, sondern irgendwo bei irgendeinem Subunternehmen oder so. So. Eine 40-Stunden-Stelle mit 1500. Auf Nien. 1500, na weiß ich nicht. Ob wir da so einen guten Job kriegen. So, wo müssen wir jetzt... Hä, wo zur Hölle schickt mich die hin? In die Bank. Nein, nicht in die Bank. So, darf ich hier mal... Achso, nö, die Fabrik ist ja hier hinten, ne? Also deren Tower ist auf der schönen Seite der Stadt. Spiel ist gerade abgeschmiert. Was? Hä? Hello? Okay, das Spiel will nicht, dass wir als Fischchemiker-Dude anfangen. Das ist ja mal ein Start, ne? Also was auch schön ist, ich sehe hier gerade einen Ladebildschirm. Und hier bei mir nicht. Darf ich das auch sehen? Nein, ich krieg das echt nicht zu sehen, ne? So, haben wir wenigstens gespeichert? Oder wie sieht's da aus? 8:57 Uhr. War 2 Minuten. Okay, das könnte klappen. Hier gibt es wahrscheinlich keine KVs. Da musst du wohl mit 800 auskommen, wenn du Glück hast. Ja. Ich wollte gerade Euro-Dollar sagen. Was ist denn die Währung in Starfield überhaupt? Credits, ne? Müssen wir mal gucken, was so ein Credit-Wert ist. So, okay, es hat hier gespeichert. Ich probiere es einfach nochmal, ne? Ich habe keine Ahnung, warum es jetzt abgeschmiert ist. Mal sehen. Wünscht mir Glück. Einmal durch die Tür, jetzt bitte ohne Absturz. Komm schon, komm schon. Komm schon. Es lädt. Es lädt immer noch. Es tut sich was. Ich hab's geschafft. Okay, keine Ahnung, was das war. Naja. Erstes Mal. Es war das erste Mal, dass es abgestürzt ist. So, wieder durch den Lift. Ein Ladebildschirm jagt den nächsten. Spannend. Spannend. So. Ah ja, jetzt sind wir schon im Betrieb. Den haben wir uns versehentlich letztes Mal schon angesehen. Weil wir neugierig waren, was hier für Fischzeugs so hängt, ne? Darf ich hier durchgehen? Employees only. Warte mal. Employees only beyond this point. Ja, da drüben gibt es die aber muss ich nicht hier hin?
Oder muss ich... Ich muss sagen... Achso, aber ich kann hier... Kann ich? Darf ich hier? Restricted. Ich habe hier ein Gespräch, ne? Not interested. Okay. Der interessiert sich nicht für uns. Dann gehen wir einfach rein. Oh, the whole place smells of fish. You would think that would keep people away. Production quotas are down, Valentina. The lounge is expecting a delegation soon, so you need to fix it. Aha, I'm not interessant. the one who promised a 30% increase this quarter, Libby. In fact, you can find my goddamn recommendation on file, which you ignored. Mr. Bay was expecting the event to go off smoothly. He personally expects it. I can't make something out of nothing. Everything is falling apart down here. I need my new budget approved immediately. Hello? Hello? Aye! Läuft gut hier bei denen. You're the new applicant, right? Riley? Ähm, So you learned on the job at Argos? Not bad, not bad. ich weiß, But was that's not Argos what's ist. important. You know remedial chemistry and seem to be living and breathing. You're goddamn hired. Okay. Nices Bewerbungsgespräch. Wait, that's it? By all means. Go ahead and talk me out of it. What if I have some This questions? job isn't about asking questions. It's about getting to work. If you're too much of a pain in the ass, I can easily find 10 people that would kill for this opening. Ich nehm's. Good. Good. Das hätte ich Take eine andere this Wahl. and put it on. Time to get to work. Unprocessed Aurora recipe audit. Using the proper ingredients, you can now manufacture unprocessed Aurora. The recipe can be viewed, tracked and produced at the Xenofresh Pharmaceutical Lab. Ich habe noch was. Ich habe jetzt was zu anziehen bekommen. Warum bin ich immer im Anzug unterwegs? Das ist so nervig. Warte, wo ist mein verdammtes Inventar? Hier. Okay. Apparel. Oh, so, wir laufen jetzt als Megacorp rum. Ich wollte eh mal dieses Neon Businesswear ausprobieren, ne? Aber hilft jetzt nichts. Wir ziehen uns jetzt... Oh ja. Oh yeah. Mit der Waffe in der Hand sieht es gleich mal... Wow. Top notch, würde ich sagen. Follow me, and you get to show me just how amazing you are at learning new skills. Right. Worauf habe ich mich da Wear the eingelassen? clean suit every minute you're on the job. It's for your safety. I can't have any more of you dropping dead because you can't follow simple directions. Clear? So, here's Klingt the echt hier. facility. Don't go anywhere. You work the assembly line, you make what's asked, and you get paid and go back to whatever crate hole you come from. Die ist Don't voll ask nett. questions, do only what's asked. Remember, you are just one tiny cog in the Xenofresh machine. Okay. Don't fraternize, except on a break. Here we go. The assembly line. Ist hübsch. What I wouldn't give for just one solid week of sunshine. Lecker. Ziemlich blutig, der Fisch. Ja, das ist halt schon ein bisschen... Ja, okay. Aber was genau soll ich eigentlich hier machen? Oh, Start Shift. Warte mal, muss ich hier wirklich arbeiten? Ich muss mal was kurz probieren, ne? Unprocessed Aurora. Rein zufällig können wir das herstellen. 5 Gesundheit für 10 Sekunden. Einfach mal gemacht, oder? Something for personal use or for sale? Jetzt gucken wir mal, was wir damit machen. So, okay, Valentina. I'll do it. Job simple. The hopper will spit out ingredients.
The computer tells you to make, you take the ingredients from the hopper. Okay. We know to the milligram what's needed. So take what's required. No more, no less. Grab the... what happens if I take too much? Then it comes out of your pay. Oh. Okay. Okay. And only what you need. The other thing is speed. We got a quota. As soon as the screen spits out a compound, the timer starts. Was? Timer? So use the station to craft the compound, then put it in the other hopper. You beat the time and you maybe make Employee of the Month, get a bonus, maybe get promoted one day so you can have your own little crate rats. You take too long, don't take too long. Questions? What will I be making? You weren't listening. Don't ask questions. Just make what you were asked. Period. Cool, lass loslegen. Pay attention, work smart and fast. We understand each other, right? You get one run through with training wheels, no time limit to learn the system. After that, the clock is ticking. Finish Ist ein your shift, Minispiel? do well, and maybe you come back. You could go to the break room before you leave. Also, wo ist jetzt hier? Yeah, I'd rather be cleaning fish than running with a street gang. Training program commencing. Create one batch. No time limit. Okay, one batch of what? Hä? Ich nehme es einfach alles. Alles zu viel? Ups. Craft Aurora. Ach so, okay. Also das ist dieses Unprocessed. Das haben wir vielleicht schon gerade gemacht, ne? So, habe ich. Und jetzt? Deposit in the Assembly Hopper. Okay, das Ding hier. Okay, Transfer. Ein Stück, bitteschön. Und jetzt? One batch. 1 minute starting now. Ich darf ja alles rausnehmen? Ja, mit R. So, dann nochmal. Craft. Ich hoffe, ich muss das nicht oft machen. Das ist ein bisschen zäh, ne? Und ich werfe es hier rein. Transfer. Das hier, bitteschön. Assembly complete. Valentina needs to cut us a One break. batch. 1 minute She's a real starting pain in the butt. now. Ah, ich krieg die Credits direkt. Freunde, ich will das aber nicht ständig machen. Das ist ziemlich nervig. Frohe Ostern. Danke dir auch. Bist du schon dahin? Ich sollte vielleicht auch erst craften, ne? Ich habe gar keinen Bock, da jetzt Sachen für die zu craften. Kann ich bitte was anderes tun? Voll ineffizient, dass ich da hin und her laufen muss. Und diese Menüs machen mich immer noch wahnsinnig und das sind schon die Verbesserungen. Complete. Craft. One batch. 1 minute starting. Final Doors, okay. Na Gott sei Dank. Ich nehme mir immer alles raus, ne? Das ist... gehört dazu, ist part of the process oder so. Wenn alles klappt, darf ich den Rest einfach klauen und niemand merkt's, richtig? Cool. So. Never thought I'd be getting paid to work in a drug lab. So, eins noch. Assembly complete. Okay. Und jetzt? Shift over. Ach Gott sei You Dank. can go to the break room or go home. Ach, gar kein Bock mehr. Break Room ist hier drüben. Warte mal. Die anderen sind ja jetzt weg, ne? Are you sure you want to take a chance like that? Was? Hier war gar nichts. So, hallo.
Mahlzeit. New faces are always coming through here. Das sieht ja toll aus hier. Chasm bass scales get everywhere. I even found one right there, stuck between. Was suche ich jetzt hier nochmal? Never mind. Vending Machine, okay. So, Fridge. Okay. Superfood. Another day in paradise. Ach, hier. Warte, ich soll hier einfach chillen, oder This wie? wait? I need to wash the fish smell out of Gut. these clothes. Machen wir mal. Yuck. Und jetzt? Muss ich jetzt warten? Feindliches Contact. Ich quatsch mal die beiden anderen an. Ah, finally off shift. Time to swing by the grounds and get blended, huh? I hope the rest of your day is productive too. Die hatten einen Namen, die quatsch mal an. Welcome to the line. Hope you like your every move being recorded and digitized for Silicon posterity. Are they really recording here? Here, there, everywhere. You can really feel the trust. It's my first day. I was hoping to make new friends. You got to love old-fashioned corporate paranoia. That's a good one. Speaking of security, oh no, an outage? Fortunately for us, the damn things are broken like 98% of the time. You happen to know Nesher? Poor guy got picked up by security. Nesher, yeah? I don't know who you're talking about. Poor Nesher, he got unlucky. Why can't they afford better security? Security doesn't generate money. It's an expense. An easy target if you're short-sighted and want the quarterly budget report to look good. Also, du bist der Kumpel, oder die Kumpeline von Nesher, ja? Bingo. The fact I'm still free means Nesher didn't rat me out to security. I knew whoever he was working for would send a replacement. Are we back in business? The store is open again. We just need to be careful. You don't need to tell me that. I'll give you the cords to the merchandise. It's up to you to get it and do whatever you do. If you need more, you know, work a shift and meet me here in the break room. And I'll give you the new drop cords. Pleasure doing business with you. Okay, und obwohl alles aufgezeichnet wird, kann die mir das hier jetzt so erzählen. Das ist schon sehr seltsam. So, und wir sollen jetzt zurück zu Yannick. Oh, okay, gut. Ich suche mal einen Ausgang, ne? Schicht ist vorbei. Ich hoffe, wir müssen hier nie wieder arbeiten. Das ist fürchterlich. Ciao, ne? War schön. Okay. Puh. Aber es ist eigentlich ganz cool hier, ne? Das sehen eigentlich ganz süß aus, die Fische. Was war nochmal Fotomodus? P? Nein. P wie Pombat. So. Jetzt. Wunderschönen Screenshot von toten Fisch. Gut.
Jetzt nochmal über 3 Ladebildschirme raus und dann haben wir es, ne? So. If I have to eat fish for dinner one more time. We have everything you want out of Neon and more. Bitte stürzt nicht abspielen, okay? Please. Okay, sehr gut. So, wir müssen zurück zu unserem Freund. Dem Yannick. Der braucht irgendwie Aurora oder so. Und wir sind jetzt Profi darin, ne? Hoffe ich. So, Legrand's Liquors. Neon. The house that Aurora has built. Ich glaube, wir haben hier ein Problem. Ich habe mich verlaufen. Entschuldigung. Scheiße. Bin gar nicht. And now all the interested parties have convened. Yannick. Did you think you could use Aurora in my city without me knowing? Another bloodbath in Ebside isn't good for the tourists. Still. Tourists? Sometimes blood's gotta flow. Was? And you must be what passes for the brain in this operation. What's the percentage in letting either of you leave here alive? Our operation is too small to risk the murder investigation? Because we're very, very sorry. Yannick's a moron. He brought this on himself. Erstmal den anderen verpfeifen. Wir sind Pirat, das ist unser Style. I concur. Yannick is in fact quite stupid. Genau. Oh. Your friend even thinks maybe I should do Neon a favor. Why shouldn't I? Nicht unser Problem. Has the upscale market Volala. covered, Mr. Bayou. But Pick up the there are so music. many credits lying on the table, begging to be taken. Go on. We use just a smidgen of Aurora to make blend, and blend is priced for everyone. Please tell him. Yes. Tell me. This is Yannick's show, not mine. People are practically beating down his door for more blend. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich da gerade reinlabere. Ist es so? Der Blend ist schon cool, oder? So, you've got an emerging market cornered. Yannick, I'd almost think you're a businessman. Almost. Yannick has just started. The credits are rolling in. Wait, did you just call yourself Yannick? For real? I... Muzzle it. Here's the deal. You get to keep smuggling Aurora out of the fishery. You make your blend and sell whatever extra Aurora you want on the streets. But I'm taking 20% of the profit for having to deal with your bullshit. We're done. Yannick, get busy making me my money. 20%? 20%? Und die glauben, er ist dumm. 20%. Die standen da bewaffnet. Und jetzt wollen sie 20%. Der hätte 60 haben können. You look like you could use a drink. Hell, we all could. Yannick, was ist das für eine Scheiße hier? Oh, Yannick's heart. Still beating so very fast. Mr. Bayou is formidable, huh? 20%. Are you okay? I hope we're still simpatico. Ah.
Sehr wenig. Ich dachte, wir sind tot. Absolut tot. Er ist ein Arsch. Ja. I want nothing to do with you. I'm kind of surprised you seem to care. Oh, you are capable, is all. Maybe good company. Bah. Our profits go down, yes, but we don't have to worry about being caught anymore. So, business as usual. Was hat uns yes? jetzt überhaupt You verraten? do a shift at Xeno Der andere Fresh and Typ? your contact tells you where to pick up Aurora. You go there, make an easy and very safe pickup, and deliver it to me. No time pressure, anytime you want. Take a break if you like. Aber hat er nicht gesagt, wir sollen uns von der Fischerei fernhalten? Do you want to ask him? But if I had to guess, he probably doesn't want to muddy his reputation with us. And if anything goes wrong, total deniability. I'm ready for another shift. Eigentlich so gar nicht, ne? Arbeit ist nicht so unser Ding. This line of work isn't for me. But it's all safe now. Easy credits. Maybe come back later, yes? There are plenty of ways to earn credits, Mr. Yannick. Can we speak for a moment? Ja, Andresche. I wanted to thank you for giving me the chance to work with you. I know we met under unusual circumstances. You seem to be acclimating well to Constellation. Are you enjoying working with them? It's certainly not like everything I've done before. I'm starting to think I should have kept my day job. Pay isn't great, but the people are alright. Es ist wie nichts, das ich bis jetzt erlebt habe. I think none of us were expecting what we have found. Well, perhaps Matteo. You have certainly become a vital part of the organization. That is a credit to your abilities. If I may, from what you have seen, do you think I fit in well with the rest of Constellation? Ich kenne sie nach wie vor kaum, aber hey. I assume you feel like you don't? Fitting in is overrated? You're certainly very unique. Das könnte auch als Beleidigung durchgehen, oder? I cannot tell if that is a compliment or an attempt to avoid the question. Oops. I will assume the former. Okay. I have a very different background from the rest of Constellation. I carry myself differently. I worry that some of the others are unable to see past this. I have not shared much, but everyone knows I worked with smugglers for years. I am no stranger to violence and death. You don't seem to be bothered by your past. Accepting the unfamiliar can be hard for people. I'm sure you did what you had to do. Yes, exactly. I survived. That was the only goal. For those that have not lived it, it can be difficult to imagine or accept. Others here have seen conflict, but for more noble causes. Vladimir is the only one here who can begin to understand. He was the one who pressed the group to include me. I lack his charm. He puts others at ease. I fear my presence does the opposite. Charm isn't everything. You've had my back, that's all that matters. Don't worry so much about what others think of you. Trust me. Trust me, bro. You have a lot going for you. Have you tried telling more jokes? Wait, what? Wir sind jetzt flirty. That is kind of you. You also have a lot going. Sie ist nicht gut drin, ne? I am
I find expressing affection difficult, but truly. Thank you. I know this seems trivial, perhaps childish. I have just always relied only on myself. I've never been surrounded by people like this. By a group I wish to be a part of. Does that make sense? Ja, ich habe noch immer nicht verstanden, was sie eigentlich von uns will. I've always been alone on myself. I don't think what you're saying is childish. People love me, so being included has never been a problem. You should really stop worrying about this. Wir sind auch alone. And yet here we are, working together. And that has, I think, gone very well. Discussing these things is challenging for me. I hope now you can better understand why I wanted to keep the circumstances of our meeting quiet. I wanted to thank you for not saying anything to Vladimir. I know that you said you wouldn't, but it is still a relief. I would like my contributions to Constellation to amount to more than violence. Irgendwas habe ich Vladimir verschwiegen, ne? Schon wieder eine Woche her oder so. Ist 2 Wochen her. Ich weiß es nicht mehr. War nichts Besonderes, glaube ich. It wasn't a big deal, yeah. And now you owe me one. It was clearly important to you that I not say anything. Ja, komm, keine große Sache, gar kein Problem, Would have ne? been, to some. Thank you for talking this over with me. It is good to know that at least one member of Constellation understands me. Wow. Jetzt wird die plötzlich deep und ich so. Just another lousy day in Neon, am I right? Genau. Genau. Ganz vergessen zu fragen, was macht ihr an Ostern? Oh, das ist jetzt, oder? Ja, also, ne? Also, Ostern, Sonntag meinst du? Sonntag spielen wir Pharao. You look like you could use a drink. Hell, we all could. Ansonsten, die nächsten 2 Tage verziehe ich mich dann mal. Und am Montag? Psycho, haben wir am Montag Zeit für Medieval Dynasty? Wollte ich euch noch fragen, ne? Total vergessen. Naja, das sehen wir dann am Montag. Aber Sonntag haben wir auf jeden Fall dann großen Pharao-Stream. Und ich bin am Überlegen, ob es sich zeitlich ausgeht, dass wir Sonntag länger machen. Und dann spielen wir das Spiel einfach durch. Bam. Wie wäre das? Dafür ist doch der Sonntag da, oder? So, ansonsten quatschen wir noch mal kurz mit Yannick hier. Habe ich jetzt noch irgendwas anderes mit dir? Also ich kann die Quest weitermachen, aber ist das eine Endlos-Quest, die mir bloß Geld bringt? Kann das sein? Und dann habe ich gar keinen Bock drauf. Supply line. I should see how Yannick is doing. Dem geht's super, ne? Okay, ich nehme es mal an. I'll do it later. Ja, ich sag mal, ich mach's. Well, maybe my firstborn. Who am I kidding? It's you. Again? Now? Really? I thought the last shift was more than enough. Time for work then. It was Riley. Yes, Riley. Wieso guckt er jetzt sie an? Start a Shift. Muss ich das jetzt ernsthaft nochmal machen? Wir gucken mal kurz, ob es eine Endlos-Quest ist, okay? Wir schauen einfach mal nach, ob das jetzt irgendwo hinführt. Ich weiß, es geht in die Richtung, aber ich habe gar keinen Marker mehr. Ist es jetzt so unwichtig? Aber es aus irgendeinem Grund deaktiviert war, okay. Gut. Also, wir checken nochmal ein für eine zweite Schicht. Vielleicht passiert ja noch irgendwas, ne? Wir wissen es ja einfach nicht.
Ich meine nicht, dass wir jetzt irgendwie da sagen, wir sind raus und in Wirklichkeit verpassen wir aber voll die krasse Sidequest oder so. Aber wenn es jetzt wirklich, wenn jetzt da wirklich nichts mehr passiert, dann bin ich auch ein bisschen, weiß ich nicht. Dann war es sicher nicht die spannendste Quest der Welt, ne? Aber gut, was haben wir erwartet, als wir einen Fischanzug angezogen haben? Den habe ich immer noch an, ne? Na gut. Und ich könnte schwören, der Bürgermeister-Dude hat gesagt, wir sollen uns von hier fernhalten. Also ich latsche jetzt mal rein. Vielleicht kriegen wir hier gleich aufs Maul, wer weiß. Einfach mal richtig naiv sein. So. Ich den Weg immer latschen muss. I tried Aurora once. I did not enjoy the experience. Hast du schon mal erzählt, ja, danke. Tag, Check-in. So, einmal hier runter, einmal hier lang. Ja, ich bin auch spät dran, ne? So, Check-in. Ja, ich bin schon voll gut in meiner Arbeit. Das ist voll... So, das hier. Das hier einmal craften. So. Was ist hier passiert? Ist alles umgefallen. Transfer 8. Das hier. Das waren 3 Mal, oder? 3 Mal muss man den Spaß machen. Gesundheit. Nein, nicht wie alles. So, einmal. Okay. Danke, sagt sie. Gerne. So, das hier, das hier, das hier. Nächste. Ich bin jetzt schon Mitarbeiter des Monats, oder? So, L-Shift-E, das war das, was ich wollte. So, einmal Aurora, okay, 1 XP. Also zum Level werden wir so lange brauchen damit. So, das hier, das hier, das hier. Gott sei Dank. Und jetzt gehe ich nochmal zu unser Talk to Roby. Okay. Hallo. Und ich setze mich zuerst hin, das ist gemütlicher. Die langweilt sich immer. It's a living. Hallo. Kann ich mit dir reden? Ich setze mich auf die andere Seite. Die ist sowieso diskreter. Oder gegenüber ist noch besser. So. So. Hi. Another day, another shift. Ja, genau. Maybe you'll find something fun over here. Like Cas and Best Tacos. Cas and Best Tacos. Oh ja, okay. Might have go to check it out. Can I find the package there? You know you don't have to be so secretive anymore. What are you talking about? Let's keep this relationship simple. Okay. Can I find the package here? Not so loud. Yeah, it'll be there. Okay, take care. Was that sincere? Thanks. You too. So. Irgendwo finde ich hier was. Wo finde ich hier was? Da oben. Ich bin so verwirrt. Hier ist doch der Aus. Wait a second. Tacos? Always nice seeing new faces. You didn't hear it from me? But Supervisor Gurov's got her own Aurora deals going on. Was? Ich schnall das mit den Tacos gerade nicht.
Das war jetzt nur Retrieve the Stash. Ach, das ist eine Location. Ich dachte hier drin. Ach, ja je. Okay. Kurz mal Ladebildschirm. Hoffentlich nur kurz. Okay. Oh, warte mal. Eine Sache noch. Okay. So. What? Wo muss ich denn da? Ach so, das ist eh die normale Brücke. Ja. It's confusing. Was war das jetzt mit den Tacos? Tacos. Another day, another shift. Where the fun never stops. In the city that never sleeps. I do admire what Bayou has built for himself here. Sie ernsthaft jetzt in der Ecke gesagt, sie admired das hier. Wow. Yannick's Package. Okay, ich hab's. Und da ist jetzt Aurora drin. Aber ich muss da rein und so eine Schicht ablegen? Nur, dass ich es verstehe. Ich muss dort rein, eine Schicht arbeiten, nur damit sie mir sagt, wo ich draußen was finden kann? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Voll umständlich. So. Diesmal ist immer schlauer. Ich speichere mal kurz. Ich guck mal rein. Alles friedlich soweit? Be careful if you run into those exceptions. They fly around like they own the set of systems, and they like to use old abandoned facilities as outposts. You know, the ones left over from the colony war. Glad you like it, but there's no way I'm telling you. Es sind immer zwei gleiche Typen. Guck mal. Es sind zwei Security Dudes, dann die beiden hier. My shift goes long again. My girl is gonna kill Und me. die beiden. Yeah. Don't push your luck. The ingredients will stay a goddamn secret. Now leave me alone. Okay. Okay. You look like you could use a drink. Hell. Ja, hallo. Just another Also lovely ich, day in Neon, am I right? How do you feel about our new arrangement? One day Bayou will slip, and everyone he has bled will get revenge. But for now, it's a lot safer, easier. But 20% of our earnings hurts. 20% sind eh fast nix. So, ich hab da was für dich. You keep this up, and we will both be living large. Okay, es gibt eine Menge XP. Insofern, es ist nicht unbedingt schlecht für uns, ne? Using the proper ingredients, you can now manufacture Aurora. The recipe can be viewed, tracked and produced at any pharmaceutical level. Okay. Ich kann das jetzt selber herstellen. Ah. Time to get blended. Okay. Sure you don't want some extra blend for the Es gab doch ein Ende hier anscheinend. Und Activities. Warte mal, was will sie jetzt? Nix, oder? Okay, nix. That is all. Very well. Ich habe sowas auch noch dabei, ne? Hier steht auch, wir haben noch alten Contraband, ne? Ja, alles schwierig. Warte mal. Sealand, das ist gestohlen, also an sich nicht tragisch. Aurora gilt als Aid, ne? Unprocessed habe ich hier.
Das hat Value 0. Interessant. Ah, warte mal. Eine Sache noch. Ich wollte noch gucken. Das hat so einen Marker, ne? Okay, damit darf ich nicht rausgehen. Hey there. Ah. Pardon? Naja. Darf ja hier rumgehen damit, ne? Solange wir den Planeten jetzt nicht verlassen wollen, ist alles cool. Und die Quest, die jetzt aktiv ist, ist die andere, ne? Welche ist das? Man sieht das so schlecht hier. Achso, unter Activities. Ja, das hat irgendeine random Activity ausgewählt. Talk to Saburo Okakalba. Ja, da war gerade irgendwas Neues, ne? Ich guck mal kurz, ne? Der ist der Mining Lake. Aber eine Frage zum Thema Spiele. Schieß los. In der Mining Lake. Was war die Mining Lake nochmal? Ist vielleicht was für uns? Would say this place represents all the worst impulses of humanity. Wäre Raft was für dich? Gute Frage. Wir haben es mal gespielt. Wir haben es sogar durchgespielt hier im Stream. Ich fand's furchtbar. Also, ich bin kein sonderlicher Raft-Fan. Ich finde, es gibt bessere Survival-Games. Raft hat mich, wohlgemerkt ungemoddet, extrem genervt. Weil du ständig nur verhungern, verdursten bist. So, du brauchst so 3 ganze Wildschweine am Tag, um zu überleben. Und das Movement in Raft, ey, du bist so unglaublich schlecht. Du hast so Gegner, so ein Hai und andere Tiere, die dich angreifen. Und du bist so unglaublich schlecht im Rennen und Kämpfen. Ja. Und diese Jump-and-Run-Abschnitte haben mir dann so den Rest gegeben. Aber ja, wir haben es durchgezogen, Raft. Mit den anderen hat es Spaß gemacht. Alleine hätte ich es, glaube ich, nie durchgespielt. So. I don't exactly see any customers clamoring at your doors. No, I cannot do that. You have to pay what everyone else pays. Die haben ja coole Sachen. Vanadium, oha. Sehr interessant. Und, hallo, wer bist du? Was machst du? Was will ich von dir? Schade? Wieso schade? Ist alles auf YouTube. So. Einmal war ich sehr kurz vorm Rage Quit bei Raft, das weiß ich noch. Wann war das ungefähr? Das war vor 1,5 Jahren. Ich glaube irgendwann im Oktober, November 2022 haben wir es beendet. So gespielt haben wir so zwischen Juli, August, nein, ja Juli, Juni, Juli 22 müssten wir angefangen haben. Es gibt auf meinem Channel sicher eine Playlist dafür. Aber alles, was es damals gab, und ich glaube, das war jetzt die vollständige Version von Raft, haben wir damals durchgespielt. Auch wenn es teilweise mühsam war, ja. Zu dritt haben wir gespielt. Aber ja. Boah, diese Möwe in Raft. Boah. Na, ich glaube, ich fand den Hai nerviger. Aber wie kommst du jetzt auf Raft? Spielst du es selber? So, guck mal. What exactly do you sell here? Isn't it obvious, my friend? I sell mining supplies of all shapes and sizes, as well as many, many hard-to-find types of ore. Everything I sell is carefully portioned, securely crated, and ready to be delivered right into the cargo hold of your ship. With a location like this, that's quite a surprise. The first time I'd laid eyes on this building, I felt the same way. You see, when I opened this shop,
I had grand ambitions of creating a mining supply empire on Volai. Yet here I am, only a few years later, pockets empty, and my business on the verge of closure. It is a sad day. That's a real tough break. Without any help, what will happen to you? I don't know, my friend. I suppose I would be at Neon's mercy. Just another failed dreamer, walking the streets and living in a sleep crate. So, ja, das ist schade für dich, ne? If only I had someone, perhaps like yourself, that would be able to assist me, I might be able to get back on my feet. Assist. Ja, aber was genau brauchst du? Why do you think you aren't getting much business? Listen to me, my friend. I hear what the people say on the street. They call me crazy for opening a mining business on an ocean world. I was aiming so much higher, hoping to attract these space travelers passing through the Volai system on their prospecting journeys. It was stupid to assume I could corner the market on mining supplies and raw materials without a solid foundation. And by God, I've paid the price. Ja, aber was will er denn jetzt eigentlich von uns? Is there anything I can do? Ja, ich bin wieder der Gute hier. Ja, fürchterlich. You would do that for a total stranger? Bless you, my friend. Was soll ich überhaupt tun? I've come up with an idea that I'm hoping will generate a lot of interest in my business. And you were the final element that was missing. Okay. If you could bring these flyers to some of the other vendors in Neon, it would Flyers. explain how we can improve our businesses as a group. I'd prefer to stay out of this mess. Can you tell me more about this last-ditch business plan? Many in Neon keep to their own, and I believe this is why we failed. James Newell and his Merchant Alliance friends are on the right track, but all they do is spend their time complaining, never solving. We must unify, band together, and help each other out. Then, when one of us falls, the others can reach down and help him rise from the dust. In the meantime, we will refer people to each other's shops, perhaps even promote sales together. It would benefit us all. Okay, er sucht ein paar Freunde. Na gut, das kann ich erledigen. Wonderful. Simply wonderful. You have no idea the weight you have lifted from my shoulders. Er kann seine Flyer nicht selber verteilen? Da braucht er doch uns nicht. If there's anything I can do, anything at all, please let me know. Und bei Leuten, die uns einen Gefallen schulden, sind ja jetzt gar nicht mal so schlecht, ne? So, was kann man bei ihm so verkaufen? Also kaufen kann man bei ihm Waffen, echt? Achso, Cutter ist Egler Space Suit, Mining Suit, okay, klar. Apparel. Miner Orebreaker Outfit. Wow. Und Ressourcen, er verkauft tatsächlich nichts, das wir brauchen. Na gut. Habe ich was zu verkaufen? Ne. Ich wüsste nicht was, ne? Das Xenofresh Outfit, das ist nämlich echt hässlich. Echt alles verkauft. Na gut, haben wir mal nichts für ihn? Ist auch okay. Please let me know when those flyers have been handed out. Ja. Gut, wir gehen mal wieder. Aber dafür, dass hier nichts los ist, ist hier ja viel los eigentlich, ne? Hab vorgestern wieder angefangen und es macht sehr viel Spaß, wie ich finde. Und dann auch als nächstes gefragt, ob man mitspielen darf. Ah, tja, schade. Ja, es ist so ein Spiel, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich es durch habe und ich habe erstmal nicht vor, das wieder anzurühren. Und es gibt so viele Survival Games da draußen und auch viele neue. Also da hätte ich erstmal auch echt andere Prioritäten. Aber hey, viel Spaß dabei. Ich glaube, bei Raft ist es auch relativ leicht, dass man andere Mitspieler findet, oder? Also selbst bei uns so in der Gruppe gab es immer wieder Leute, die spielen wollten oder mal weiterspielen wollen. Was ich mich erinnere. Hat man jetzt aber länger nicht mehr als Thema. Seit damals, als wir es durch hatten. Das ist für uns eigentlich erledigt. Ja. Mit den richtigen Mods, glaube ich, dass Raft noch richtig gut werden kann. Wenn du das mit dem Hunger-Durst regeln kannst. Und ein paar andere Dinge, so Quality of Life Sachen bräuchte das Spiel. Könnte ich mir echt vorstellen, dass es Spaß macht. Wir hatten es dann so durch und dann kannst du ja noch weiter schippern mit deinem Raft.
Das weiß ich noch. Und dann war so die Frage, ja, machen wir jetzt weiter, bauen wir Raft weiter, erkunden wir die Inseln, die wir noch nicht kennen und so. Bauen wir noch mehr Rohstoffe ab, bauen wir das Ding hier aus und dann alle so, nee, das war... so war dann das Ende. War jetzt nicht so der Wahnsinn, ja. Also, ist definitiv Kategorie ganz nice und hat auch ein paar nette Ideen, ein paar hübsche Locations und so. Aber war jetzt nichts, was irgendwie bei mir so ewig hängen geblieben ist. Das Prinzip ist eigentlich ganz nice, dieses Müllsammelding aus dem Meer. Das ist so eigentlich das Alleinstellungsmerkmal im Raft, ne? Ein paar Sachen haben mich halt echt genervt. So, pass auf. Wir machen jetzt noch was. Wir gehen zur Trade Authority und wir verkaufen jetzt mal den Krempel, den ich sowieso loswerden wollte. Das war er hier, ne? Achso, ich kann ihm auch gleich so einen Flyer geben. Das ist ja praktisch. Das wurde schnell abgelehnt. Okay. Always happy to take your money. Ja, pass auf, du gibst mir jetzt... Der hat 172. Oh, stimmt, ich kann dem gar nichts verkaufen. Der hat kein Geld mehr. Aber wie kriege ich denn mit, wenn hier ein Tag vergeht in dieser Stadt, wo immer Nacht ist? Ich verteile jetzt mal den Flyer weiter, ne? Wir haben ja 2 Händlerfreunde. Müsste ich mal hier finden. Warte, der eine war Seacard, genau, da gehen wir gleich mal rein. Da gehen wir kurz mal vorbei. Der nimmt sicher einen Flyer, ne? Der ist ja jetzt unser BFF hier. Hallo. So. Genau, schau mal, ich habe hier einen Flyer. Guck mal. Sehr gut. Der Deutsche nimmt's, wer hätte das gedacht? So, ciao. Furchtbarer Akzent. Ganz schlimm. So, und der andere Dude. Das ist so schräg hier hinten, ne? Einfach noch eins weiter. Wie viele Flyer muss ich denn verteilen? Nein, das war nicht hier. Yeah, Newell. So. Hallo. You should have seen the look on Dexler's face when we told him. God couldn't paint a better picture. Ja, wie läuft's eigentlich so mit euch? Much better, thanks for asking. Ah, sehr gut. I don't exactly know what you said to Dietrich, but he's certainly turned everything around. He's really stepped up and taken an active role in fighting Neon Security's corruption. He's even organizing the merchants' meetings with me. Best of all, I think we've become good friends, which is a rare thing to come across in this city. I can tell you that. So, schau mal, ich habe hier noch einen Flyer. Here, let me see that. Oh, not a bad idea. You might be onto something here. Thanks for bringing this to me. Perfekt. I had to chase more zone heads out of here today. I don't think they even knew what. Muss ich jetzt noch mehr von denen verteilen oder kann ich dann... Zwei verteilen ist doch schon super, oder? Also meinen dritten versuchen wir noch, okay? Apartments. Freestar Rangers. Spaceport. Was haben wir noch für Händler hier? Ah. Ja gut, das zählt theoretisch auch, oder? Ich weiß es gar nicht. Die Emporium. Walleye Hotel. Ich probiere es mal bei Terra Bureau, ne? Gucken wir mal. Ich weiß halt nicht, was zählt und was nicht. Hallo. Okay, hier kann ich nichts mehr machen. Soll man es im Hotel noch probieren? Was ist das hier überhaupt? Enhance. So. Hallo, Entschuldigung. Welcome to the Hotel Volai. Are you here to rent a room? Ja, ich habe einen Flyer. Be pleasantly surprised that our luxury accommodations are more than reasonably priced. Ja, Oh. What kind of accommodations do you have? We have finally appointed spacious suites, all featuring fantastic amenities.
Best of all, each room is security protected with an encrypted password-locked door. So, you can rest easy at night. Okay, cool. So there's always a catch. It's Neil. Nope, no catch. My hotel is completely free from administrative influence, so you can rest assured that you'll be actually getting the best value for your credits. Okay. I didn't think such a business existed on this world. That must have taken a miracle to arrange. What do you mean administrative influence? Ja, fragen wir mal lieber nach. Hallo Batcave, grüß dich. Well, almost every business in Neon is subject to ridiculous fees and taxes. Fees and taxes. They claim that it's because Neon occupies such a prime location, having close proximity to Ryujin and all of the other megacorporations. But I think you and I both know that's not true at all. Ja, ich wusste nicht, dass es sowas hier gibt, ne? Indeed it does. And all it took was a dash of my own ingenuity to make it happen. But that's a story for another time. Okay. So, can I book you a room for the night? Also ich habe schon zu Hause. Do you get a lot of tenants? To tell you the truth, not really. And that's one of the consequences with the arrangement between Administrator Bayu and myself. Arrangement? He won't hassle me, but there's nothing I can do about my guests being hassled. The last tenant I had was arrested for spitting on the street. As you can imagine, business is not exactly booming. Luckily, I have more than enough capital to cover my expenses, but it still sucks. Want to let me in on your little secret about how you beat the system? Ich weiß es gar nicht, ob ich das so genau wissen will, aber wir fragen mal, ne? Maybe after you've rented a room for a few nights, I might let you in on my secret. For now, it'll just have to remain a mystery. Wie viel Geld? I just need some time to see if I can trust you. I'm sure you understand. Na, ohne Quest. Wobei... Und sie kann ich nicht überzeugen. Jetzt kann ich hier den Flyer andrehen. Maybe you should... Dann machen wir das. Oh, thanks. I'll definitely give this some thought. It couldn't hurt. Geht doch, geht noch. So, ich habe noch Fragen über den Planeten hier. You mean the stuff Bayu Die Stadt hier besser. brochures? Don't mind at all. Could you describe the layout of Neon's districts? Neon has 4 main districts. The ones where Bayu wants you to spend your credits are Bayu Plaza and Ikuchi Market. Ikuchi Market, waren wir noch gar parts of nicht. town. Bayu Plaza is the section outside my doors from the trade tower to the spaceport. Ikuchi Market runs from the Starport terminal to Ryujin Tower. Not quite as glamorous as the plaza, but still expensive. Then there's Upside, running the perimeter of the upper platform. Probably not the best spot for tourists. Finally, you have the Underbelly, the working class's domain under our feet. Not much down there, but industry and a few random shops. Underbelly, waren wir dann da schon? Okay, what's the deal with the trade tower? Oh, you noticed that little thing? Yeah, that's Bayu's crown jewel. First of all, you have the Astral Lounge, blendet, ne? flowing with Aurora, attracting every tourist within light years of Oli. Then you have exorbitantly priced offices for every megacorp, besides Ryujin, with Xenofresh Fisheries square at the top. And like the cherry at the top of his ego sundae, Bayu's got his private penthouse. I don't even want to think about what goes on up there. Okay. Should I avoid Upside? No, I don't think so. Upside's filled with a few decent clubs, like Madame Sauvage's Place and Euphorica. You should check them out. Da waren wir schon, ja. Just watch your back. It's gang territory, VIPs which means Neon Security tends to ignore what goes on in there. Okay, is it worth exploring the Underbelly? Most of the Underbelly is taken up by Xenofresh and Generdyne's facilities, but there are a few hidden gems you might want to check out. Oh. Actually, I'd recommend checking out Off-World Eats. Off-World Cosmos and Lee Eats. run that place. They're a couple of great guys. Nie gehört.
Ja, danke für die Info. Sounds good. Let me know if you need anything else. Ja, Ruhm, ja, ich brauche Let jetzt me know noch if I kein can Zimmer, help you ne? while you're visiting Neon. Wir haben einen Flyer angebracht, das wollten wir. Wir haben jetzt 3 verteilt. Ich finde, das ist mehr als genug, ne? Wo hatten wir die Quest her? Mist. Ich kenne mich ja so gut aus hier. Unser Freund war... Unser Freund war... Der hatte einen Laden... Hier hinten, ne? Noch weiter hinten. Aber warte mal, hier waren wir noch... Ah ne, das ist... Nein, da wollen wir nicht hin. So, warte mal. Hier hinten, ne? Mining League. Das war der Typ, ne? Glaube ich. Let us stick to business here, and hopefully business has nothing to do with Aurora. Ich habe dein Zeugs verteilt. Reicht das noch nicht? Damn it. Wie viele muss ich denn verteilen? Das hätte man vielleicht festlegen sollen. Rangers, was ist hier? Neon Tactical. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Waffenladen. Ah, Yeah. Hello Frank. If you're here to buy, take a look around the shop. Just keep your hands where I can see them. Ist das der Typ aus Metal Gear Solid? Auf blond? Ein bisschen, oder? Mit der Augenklappe? Er ist definitiv auch ein Pirat. Das sehe ich bis hier. So. What are you afraid I'm going to do? Oh, I don't know. Stuff things in your pocket and run. Rob me at gunpoint. Shoot me in the head. I've survived on Neon far too long to take any chances. Okay. That's an awful way to treat a potential customer. My store, my rules. Wow. If you don't like it, talk to Styx. He runs our, complaints department. You won't have any complaints from me? A robot can't handle complaints? I prefer settling my differences with human beings, not emotionless robots. Who is Styx? See that giant Model A right over there? Yeah, that's Styx. And if I were you, I wouldn't get on his bad side. He has a very short temper. Okay, ich rede lieber mit Menschen. See, now you're just getting technophobic. And that's gonna hurt his feelings. You know, I'm sick and tired of people coming in here and treating Styx like he's some kind of sideshow exhibit. I mean, look at that graffiti they sprayed onto his chassis. If I could find the asshole who did that, I'd make him pay for the paint removal. Okay, schau mal, ich habe hier einen Flyer. Not something I'm interested in. Dachte ich mir schon. I could track down a person who defies Styx. How did you and Styx end up together? I knew a guy a few years ago who ran up a hell of a tab with me. I'm talking thousands of credits, but at least he'd make regular payments. One day the payments stopped, so I tracked him down. Found out he got mixed up with an Aurora dealer and fell from the upper platform. Since I had a legit claim, the city awarded me his property, which amounted to the contents of a storage container. Guess what I found inside? Took me a few months to scrounge up the parts, but I'd say I did a pretty decent job getting Styx up and running. Okay. I know it's none of my business, but what happened to your eye? Ist das eine gute Frage? Weiß ich nicht. Jemand mal da? It's no Chatmancer? big secret. I lost it fighting on the Freestar side during the Colony War. I was a ground pounder. Slogged it out in the trenches with the troops. I did pretty well, too.
until an EM weapon took out our transport. They pulled me out of the wreckage, but the damage was done. Honestly, I consider myself lucky. Most of the other soldiers died in the crash. Ein Kriegsveteran also. Ja, Chat ist ja heute ist ja wechselhaft, glaube ich. Aber so vorm Feiertag ist auch jeder irgendwie so busy. Can we do this, or what? Why do people give you a hard time about having sticks around? I know you'll be surprised, but thanks to my sparkling personality, I don't exactly have the easiest time making friends. Aww. That means I spend a lot of time talking to sticks, and Model A robots, they're not really programmed for casual conversation. Ja, ist eigentlich voll Result arm. is I end up talking to a machine and looking like I'm out of my mind. Hell, maybe I am. Ja, also den Flyer hier. Ne, das lassen wir mal. I could track the person down who defaced sticks if you like. You'd do that? Huh. Okay. Maybe I misjudged you. Schau, ich bin voll nett. Spread your angles. A bit, I think? Why are you asking? Is that Dutch? So, I can't allow an assault like that to go unpunished. I could pay for the paint removal if you want. I'm only doing it to get paid. Why would someone spray your robot with graffiti? Look, it doesn't take a genius to figure out that I'm not the most popular guy on the block, and that suits me fine. But this person took it too far, made it personal. I'm not about to let some delinquent hassle the only friend that I have. Das ist ein einziger Freund und dann Graffiti am Arsch. Oh, der Arme. Verteidigen wir jetzt den Roboter? Also zahlen tut das auf keinen Fall, ne? I'm only doing it to get paid. Let's be honest. Fine. It'll send a message. And that's all I care about. The lowlife that did this to my buddy calls himself Warlord. Warlord. You can probably find him somewhere near Euphorica. Scare the crap out of this punk, and it'll teach all the Ebside lunatics that nobody messes with me and the sticks. Ja, es tut mir leid, aber wir haben eine Quest gefunden, ne? Es ist wieder so weit. Was verkaufst du so? Hast du auch was Cooles? I've got what you need. Weapons.txt. The buzz cut. Hallo. Boom, boom. Oh. Pacifier? Okay. Okay, ja, ist ganz interessant. Ich habe immer noch nichts zu verkaufen, ne? Ja, schade. Why is the Warlord targeting you? Warlord's one of the disciples, one of Neon's street gangs that claims it owns Ebside. A few years back, the gang tried to break in here and rob my place, but Styx put one of them down and sent another to Reliant on a stretcher. He and his buddies have been harassing me ever since, mostly by scaring away my customers and stealing my deliveries. Warlord still swears he'll get even with me, and he came pretty damn close when he somehow managed to disable Styx and sprayed him with paint. It feels like it's only a matter of time before he gets past Styx, and I'm done for. Ah. Der glaubt, er will vielleicht an ihn dran. Und das war nur die Warnung quasi. Ah, wirklich. Sometimes, Styx, I wonder how things would have been different if I took a different path. If I flipped the coin of life and it came out heads instead of tails. I'm sorry. I did not understand your query. Please rephrase. Yeah, you got a point. I would have screwed it up either way. Security scan complete. Threat level, medium. Enjoy your stay.
Der ist ja von oben bis unten bemalt. Sticks, how's this month looking? I'm sorry, I did not understand your query. So, what's your relationship with Rennick? Frank Rennick is the proprietor of Neon Tactical. My primary function is security and protection. Who spray painted your cases? I'm sorry, your inquiry is invalid. Neon Tactical deals in weapons and armor for use in combat, for paint and home decor. Please visit the appropriate vendor. Das ist so Fallout hier. I'd like to file a complaint. Affirmative. Your complaint is noted. Ach, das geht. I haven't given my complaint yet. All complaints are set to be ignored or returned with violence. As a result, the nature of the complaint is irrelevant. Only the person filing it is recorded. Oh. Disengaged. Nightmares, Sticks, about the war? I'm sorry, I did not understand your query. Okay, this is alright. Okay. Ciao. You know, Sticks, crime in this city gets worse by the day. Vandals, thieves, gangs. I'm sorry, I did not understand. Uff, ist das anstrengend hier. Ja, schauen wir mal, vielleicht machen wir einfach mal die Quest für ihn hier, ne? Mal gucken. Not sure if there's So, zurück zur App-Site. Bisschen hin und her. So, da rein und dann gucken wir mal, ob hier unser... I do not understand how anyone can tolerate the lights and the music for long. So, wir speichern mal kurz. Boah, ich habe hier ein Save, wenn ich das hier betrete, ne? Na schade, ist er schon. Ganz ehrlich, das sieht nicht mal gefährlich aus. I'm an artist. If you want, I can turn your ribcage into a knife rack. Wirklich? Warlord, hi. You like art? Sure, I like art. Then you should see the tag job on the robot at Neon Tactical. It's my best work. Wow. Frank Rennick wants retribution for what you did to Sticks. Na, warte mal, wir fragen erst ein paar Sachen, ne? Are you in a gang? Are you in a gang? You sound like a middle-aged bank teller. Yeah, I'm in a gang. The Disciples. Maybe you've heard of them. Disciples. Oh, das ist blöd. Why do you hang out here? Euphoric is home for people like us. Wirklich? By people like us, I mean killers, thugs, and thieves. Ach so. Now, I haven't killed anyone in a while, but that just means I'm due. You consider yourself an artist? Only when I have a knife in my hand. The rest of the time, I just paint. Okay, also du zahlst jetzt für das, ne? That Cyclops should be thanking me. I dressed up his toy real nice, gave him a total makeover. He's lucky that's all I did after what that thing did to my crew. Did Sticks really kill members of your crew? We tried to rob his store and reload our crew. That's when his little toy unloaded on us. Lost some good disciples in that group. Oh. If anything, that freak should be paying me. Warte mal, du wolltest ihn ausrauben und der Roboter hat deine Leute getötet und jetzt hast du den Roboter bemalt und deswegen... Oh. Why did you tag him? I thought it was pretty clever. If I trashed it, it'd stink for a bit, but he'd get over it. So I took a can of spray paint and put my tag on it. Now, every time that Cyclops opens up that eye, he's gonna see my art on his buddy. Okay, so you admit the crime. Yeah, I do. And I'll make art out of your guts if you step out of line. Persuade. You're going to pay for the damages. And what makes you think I will? There's no reason for us to have a problem, is there? I'm not leaving until you pay up. Rennick's not all there in the head. Do you really want him as an enemy?
You got the strikers to worry about, don't waste time with Rennick. Yes, oh, der braucht aber viel Überzeugung. Ich probiere es gleich mit den Strikers. Except that's why we hit up his store in the first place. We need more firepower. Ah, okay, das war schon mal nix. Na, das ist nicht ganz richtig im Kopf, ne? Das wird nix. Yeah, it's hard to predict crazy. Never know what he might do. Ja, toll. Ich kann den nicht überzeugen. This needs to end. Haven't you lost enough of your crew? My crew is exactly why I won't That's stop. hard. Not until that Cyclops' blood is on the floor. So I Ich kriege ihn jetzt suggest you nicht tell mehr. that one-eyed freak to go cry somewhere else. I'll get back to you. Yeah, sure you will. Kann ich es nochmal probieren? Yeah? Tell that. Ne, okay. Yeah, sure you will. Ja, und das ist so dieser Moment, wo man sein Safe-Game lädt. Um es einfach nochmal zu probieren. Es kann natürlich sein, dass unsere Überzeugungskraft insgesamt zu schlecht ist, aber hey. Schauen wir mal, vielleicht läuft es jetzt. Vielleicht haben wir einfach nur die Chance vergeigt, ne? So, ich gehe nochmal kurz durch dieses Gespräch. Damit wir die ganze Info mitnehmen. Ja, ja, ja. Are you in a gang? Yeah, in a gang. So, also pass auf. Ja, ja, ja. Also der hat die Leute getötet. Ja, ja, das war sehr schlau. Okay, admit the crime, okay. Persuade. Pass auf, wir nehmen jetzt... You don't want to start a war with a gunshot. Oh nein. Ich nehme halt das. Geht nicht. Oh. You know, you're really starting to piss me off. War ein Versuch wert, oder? Okay, das wird zu nichts. Kann ich Auto-Persuade? Geht das? Ich verstehe es nicht. Haven't you lost enough of your crew? Yeah, maybe. Fighting that old man is one thing, but that Model A is another story. Ich hab's fast. Das hat geklappt. Okay, wir haben jetzt noch die eine Chance. Aber es ist fast egal, was wir nehmen, ne? Wir brauchen nur einen Punkt noch. I'm sure we can work something out. Wir nehmen mal das Neutralste. I'm glad you understand the position I'm in here. All right. The Cyclops is one thing, but I know better than to mess with you. Besides, that Model A shredded my gun arm. I can't aim straight, let alone paint. Here, you give this to that freak and tell him we're even. Nice. Wir haben es also doch geschafft. Geht doch. Muss ja nicht die Male umbringen hier, ne? Sehr schön. Als Pirat muss man dann überzeugend sein, ne? Wir gehen ja auch nicht in eine Bar und prügeln uns. Oder? Okay. Soll ich hier lang gehen? Manchmal verstehe ich hier die Wegfindung nicht. Ich muss doch hier wieder raus. Ich bin doch hier erst reingekommen. Dann gehe ich doch hier wieder raus. Das ist doch viel logischer. So. Don't go causing trouble. Wo schickt mich das eigentlich gerade wieder hin? Ah, jetzt zu ihm, okay. The other day, Styx, I met a miner from Gazal. I'm sorry, I did not understand your Wow. query. Also, guck mal. Erstens, ich habe hier so ein Fly... Warte mal, ich gebe zuerst die Quest ab, ne?
Also Warlord ist kein Problem mehr. Good work. I hope you made him squirm. He was actually pretty calm. He agreed to stop. He was actually pretty calm. Then you didn't press enough. But it doesn't surprise he folded anyway. Punks like him wouldn't know what real war is if it shot him in the ass. Thanks. Styx is gonna get a new paint job, a coat of wax, the works. He's gonna look brand new. Oh, and here, for your trouble. Styx, how's this month 3000. looking? I'm sorry, I cannot. So, pass auf. Hier ist ein Flyer. Don't need it, don't want it. Okay. Yours over that way. Ja, ich hab's Don't forget versucht. nightmares, Styx, about the war. Was haben wir jetzt da hinten? App-Site schon wieder. Wo kann ich denn noch Freunde finden? Hier, Trade Authority haben wir schon. Spaceport ist uninteressant, glaube ich. Secret haben wir schon. Warte mal, die Richtung haben wir schon abgeklappert. War hier hinten noch was? Bei ihm war mal... Das... Hat man auch schon... Ich meine, wir können natürlich unseren Freund hier einen Besuch abstatten, ne? Der zählt ja auch als Händler. I do admire what Bayou has built for himself here. So, guten Tag. You look So, like ich habe hier einen Flyer, guck mal. Whatever, just hand it over. I'll look at it on my own time. Bestimmt ist das, ne? Cool. Got plenty of ice cold drinks in stock all day. Wie viele von diesen Flyern habe ich? Sind die in meinem Inventar? Misc? Oh mein Gott. Was habe ich alles dabei? Ups. Keycards, Keys. The Bureau's Flyer. Vielleicht sollte man das einfach mal selber lesen, ne? Is business not booming, struggling to keep the lights on? I know that feeling is all too well, my friend. It does not have to be like this, however. Instead of fighting bitterly for your own piece of the proverbial pie, we can share it. There's plenty to go around. I'm proposing that we support both of our businesses by referring our customers to each other's shops and promoting sales together. This way we can share loyal customer base and allow us businesses to thrive. Neon does not have to break us. Competition is good, but cooperation can be even better. I very much hope that you will consider this offer. If you have any questions, please do not hesitate to ask. Ja. Das war jetzt nicht so spannend, ne? Na, vielleicht hätte man den Flyer doch durchaus mal selber lesen können. Habe ich jetzt nur noch den einen? Das heißt, ich gebe einen noch irgendwem in die Hand und gut ist. Haben wir noch einen Händler hier? Hier sind wir am Ende, ne? Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr. Oder müssen wir noch in so ein shady Business? Soll ich bei den Freestars mal fragen? Erzählen die überhaupt nicht, oder? Freestar Ranger Outpost. Hallo, ich habe da so einen Flyer. Darf ich den hier lassen? Hey, Jalen. Be careful whose bad side you get on. If you're here to report a crime, take it to local security. They handle that stuff. So. If local security handles a crime, why doesn't you need a Freestar Ranger? Mostly to keep an eye on the smuggling trade. Black market goods flow through Neon like a river. Can't stop it, but I can at least keep an eye out in case it's something real serious. Oh, nothing to report. I was just having a look around. Yeah? Well, it's a public space. Word of advice. Enjoy the city, but know your limits. Trouble's waiting around every corner, and the law won't protect you the way it does in other places. Thanks for the warning. I have a healthy respect for my limits. I can handle anything the city can throw at me.
Why would the law protect me here? Law and authority aren't always the same thing. In Neon, they're almost the opposite. The people with authority don't much care about the law. Make the wrong enemies here, and you're better off just leaving the planet and never looking back. Ja, also, ich komme schon klar, ne? I don't mean to preach, but prudence will serve you better than bravado around here. There's something else you need? Aren't you worried that your badge makes you a target here? Was it your choice to be stationed in Neon? Believe it or not, yeah, it was. Okay. My mother's an executive with Ryujin, so I grew up here. I volunteered for this post as much to keep the other rangers out of trouble as any other reason. If some hotshot rookie took this job and started flashing the badge everywhere, it wouldn't end well. Schlau. Nah, I've got friends in high places, so to speak. I'm the son of a Ryujin Industries executive. Maybe you've heard of her. Name's Alexis Price. There's a sort of fragile peace here in Neon. It's better for everyone if the syndicates and the corporations coexist with minimum friction. So, okay. Later. Later, Alligator. Sehr busy, der Mensch. Ja, einen Flyer will der wohl nicht, ne? Schade. So, was hätte man noch für einen Händler? Haben wir jetzt überhaupt noch einen? Einen müssten wir noch, oder? Einen müssten wir eigentlich noch. Trade Authority haben wir. Der wollte ihn nicht. Spaceport Terminal, glaube ich, ist nix. Ich probier's mal hier, ne? I do not understand how anyone can tolerate the lights and the music for long. So, Looking hello. a bit worse for wear. That obvious? Can I help? Yeah, haven't zoned in like a week. So. Oh my goodness, another poor soul. All right, tell me what happened to you. Is it an Aurora overdose? Something else, perhaps? Ich wollte eigentlich nur den Flyer hier abgeben, ne? Aurora overdose is a common problem here? Unfortunately, yes. See, the more Aurora that a user absorbs, the more resistance their body builds up to its active ingredients. That means the user needs larger and larger doses in order to feel its full effect. Eventually, the doses get so incredibly large, the user's nervous system simply can't handle the overload. Okay, also ich ja, ich mach's was natürlich nicht klar. Ich war nur hier am Rumlaufen. Oh, well, that's quite unusual, but you're welcome here just the same. Since you're clearly a first-time visitor to Reliant Neon, I'd love to offer you a free checkup, but I'm afraid I'm dangerously low on supplies. Low on supplies? That's unusual for a medical supply company. I can assure you it isn't by choice. You see, I'm a bit at odds with the current administrator of Neon. His drug is turning the streets into a graveyard, and he doesn't seem to care. We've argued about it on more than one occasion, and all he's done is try to persuade me to quit. Thinning out my supply chain is his newest tactic. But obviously he has a stranglehold on this entire city. There's got to be a way to get around this blockade. Have you tried taking this to a higher authority? I've spoken to the people at Reliant Medical Corporate, I've talked to the Freestar Rangers, I've even gone to the Freestar Collective Council. Every answer is always the same. We're working on it. It's corruption at the highest levels. Ugh. So aggravating. Ja, das ist ein Problem, ne? Vielleicht können wir die Blockade umgehen. There is, actually. But it requires outside assistance. At this point, I've resorted to asking anyone that has a ship registered outside of the Volai system to bring me medical supplies. Oh. I pay them for the supplies, of course, but it's the only way I can sneak them past Bayou's people at the spaceport. Now, if there's anything else I can do for you, anything at all, you just let me know.
Das klingt mal interessant. Medizinische Ware schmuggeln? Ist das dann eine gute Tat oder eine schlechte? Ich bin unsicher. Klingt auf jeden Fall, als würde piratische Hilfe brauchen. Is it possible to break an Aurora habit? Huh. Well, it's completely dependent upon how long the user's been addicted. People have been using for, say, 2 years or less. I've been able to put through a full detoxification program successfully. But there are others who have been addicted pretty much all their adult lives. And I have yet to try and cure someone who hasn't relapsed. How exactly does Aurora work? Aurora stimulates the neural circuits in the brain, specifically targeting the neurotransmitter serotonin in the prefrontal cortex. This causes significant sensory hallucinations, both auditory and visual. That's the enticement factor. As you can imagine, this state is highly addictive, and the user gets stuck in a vicious cycle. They need more Aurora to satisfy their cravings. Okay. If you aren't feeling well, Guck mal, ich habe hier einen Flyer. I wouldn't mind a bit of extra traffic as long as the supplies allow for it. A few extra credits never hurt. Sehr gut. So, do you have any medical supplies for sale? I'm sure we can get you fixed up with something. Okay, ein bisschen was verkauft er dann doch. Ah ja, I see. Andere Frage, ja komm, ich kann dir helfen. That would be amazingly helpful. It's a relief to meet someone who gives a damn about anyone other than themselves for a change. Oh, and I'll pay you directly for the supplies, of course. It's the only way I can sneak them past Bayou's people at the spaceport. Ich verstehe nicht, wie wir jetzt an dem Spaceport vorbeikommen. I hope you won't get in trouble for this. It's ridiculous that you've had to resort to smuggling. You don't have to pay me anything. How can you possibly afford to pay your own supplies? How will we sneak the supplies past the spaceport authorities? There's nothing to worry about. As long as packages aren't coming off a commercial vessel, the authorities won't scan them. So? That's why this has to be done slowly and methodically. If I get too much all at once, they'll catch on to my scheme. Ich verstehe. Ah, du kannst dir das leisten, ja? I use the proceeds from my paying customers. And by cutting a few expenses here and there, I'm able to use a bit of my own money. It's not a bother, really. The cots here at the facility are actually quite comfortable. Don't worry about me. You just watch yourself. Administrator Bayou doesn't like people that rock the boat, if you catch my meaning. Anyway, I have a contact over at the clinic in the Narian system. Abby Edding. She's one of the nurses there. She'll get you started. Thank you so much for doing this. You have no idea how helpful it'll be for the poor folk that live in Ebside. Ja, cool. Okay, wir haben eine neue Quest, die uns woanders hinführt. How do you know Abby Edding? We both apprenticed under Mary Cartwright at the medical facility in Aquila City. Spent a heck of a lot of hours working together. Abby and I got along exceptionally well. Don't get me wrong, we're just friends, of course. She's young enough to be my daughter. I almost felt bad leaving her behind when I was hired to work for Reliant in Neon, but I knew she'd do well wherever she ended up. Reached out to her a few months ago when I ran into trouble here, and she's been helping me ever since. Ist doch schön, wenn man Freunde hat. Okay. Stay away from Aurora before you get hooked. Cool. Flyer sind wir auch losgeworden. Habe ich jetzt keinen mehr oder habe ich jetzt immer noch den Flyer dabei? Wo war der? Unter Notes. Ich habe tatsächlich alle verteilt. Okay. Sehr gut. Wir haben es also geschafft. Man kann das so leicht, ne? Man kann nicht jetzt zurückgehen und dem Typen sagen, ey, yo, deine Flyer sind überall, zeig mir was. Wir probieren es auf jeden Fall, ne? So, wo war dessen toller Laden? Auf der anderen Seite, ne? Also hier haben wir sogar eine Markierung.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie die richtige ist. Man geht doch weg hier. Man kann hier nicht sehr schön durch die Leute lauschen, ne? Denn die stößt man sich mal... Oh. Sauerstoff ist auch aus. Das war der andere. Bin ich jetzt schon vorbei? Ja, manchmal drehe ich durch hier, ne? Sieht alles zugleich aus. Hier ist er. Klein und unscheinbar. So. Some would say this place represents all the worst impulses of humanity. It's a wonderful day, my friend. I handed out all of the flyers. Ah, thank you so much, my friend. I believe that this will be a great boon for my business. Bestimmt. Thank you for taking the time to do this for me. It is not often to see such kindness here in Neon. Das sind 800 Credits und ein paar XP. Okay. Cool. Wird mal erledigt. XP kriegt man echt nicht viele für solche kleinen... Oh, ich sollte vielleicht die Waffe wegpacken? Ja, man sollte hier vielleicht nicht so rumziehen, ne? So, welche Quest ist jetzt wieder eingecheckt? All that money can buy. Ach, das wollten wir sowieso machen, ne? Search the seller's sleep crate. Oh, das ist perfekt. Das will ich sowieso machen. Das ist Teil der Main Quest. Und da wollten wir ursprünglich ja hin, aber irgendwie habe ich das vollkommen verpeilt vor lauter anderen Quests. Wenn man hier halt von der 10. in die 1000. läuft und dazwischen passieren Dinge und dann... boah. Ja, wenn es auf jedem besiedelten Planeten so viele Sidequests gibt, dann werden wir ganz schön lange beschäftigt sein, ne? Ich habe ja ein bisschen so Skyrim-Feelings langsam. Ist das hier? Bin unsicher. Darf ich da einbrechen? I read an article about the all chunks diet. I think I'm gonna try it out for myself. Quicksave. Probier's einfach mal. Was soll's? Ich probier's einfach mal. Also zuerst die hier. Hat sich keiner beschwert. Okay, dann gucken wir mal rein hier. Warte, hier liegt sogar was. Okay. Und hier ist ein Computer. Hier liegt noch was. Termination Notice. Due to changing priorities within the organization, your role within Slayton Aerospace has been made redundant. Please clean out any personal items and inform anyone who needs to know about your imminent departure by the end of the day. We thank you for over a decade of service and trust that our long-standing relationship will keep this transition free of unpleasant incident. Das ist ja hübsch. So, Bank Statement. Please be advised that your current pay cycle will once again leave you with a near zero balance in your account. Near zero ist doch nice, ne? So, gucken wir mal auf den Computer hier. Okay, Personal Correspondence. Oh, das ist eine fürchterliche Schrift hier. Oi. Ah, das könnte aber sein, dass hier das Dark UI-Dings ein bisschen reinspielt. Das wäre sonst wahrscheinlich weiß. Das kann sein. To Musgrove. You might not be aware, but there's a certain item that your employer has that others have taken an interest in. Now, I know you're gainfully employed, but what's the harm in a little chat? Besides, I have some information about your career that, well, I would want to know if I were you. A friend. Nummer 2. I'm not joking, friend. Expect a termination notice to arrive soon.
You need to think about your future and the precious few days you have left before they deactivate your security clearance. Per our discussion, you need to move that item as quickly as possible. Assume you're being watched. It's only a matter of time before they come for you. So, aber wessen Zimmerchen hier war das jetzt? Ich bin noch so ein bisschen so... So, mal kurz nachlesen hier. Okay, also wir wissen irgendwas und wir sollen jetzt mit Walter reden. Na gut. Was soll's, ne? Machen wir mal. Machen wir mal. Ich weiß, ich habe ja wahrscheinlich noch 20 Sidequests. Aber machen wir doch einfach mal das hier. You're out there a lot, right? Space? Ist der Walter immer noch da oben? Oh boy. Wieso zücke ich da die Waffe? Bin schon nervös. So, Strat Cloud, okay. Walter is very proud of his business. And he should be. His ships are very high quality. Der steht immer noch da. Na, wer hätte das gedacht? So, ich weiß neue Dinge, Walter. So, it's done. Let's go to this meeting. I found out the seller is pretty desperate. Should give us an edge. Excellent. Good work. Let's head to the Astral Lounge. Ja, warte mal. Geduld, Junge Mann. See you at the next board meeting? Oh, I'll be keeping an eye on this little operation. Okay. Just in case. Good luck, all of you. Walter, hallo? To the Astral Lounge. Oh. Das war nicht das von vorhin, ne? It's exciting to see this little venture paying off, but we really do need to be careful. The artifacts were one thing, but this, well, we really need to keep this to ourselves. Can you imagine if word of this got out? It would be pandemonium. If you thought it was a challenge to find artifacts, imagine doing it with everyone else in the settled systems vying for them as well. We need to figure out what this all means before someone else does. I guess we should be grateful we seem to be ahead of the pack, as it were. So far, no indications that anyone else has noticed what we're up to. Let's just hope that doesn't change with this newfound ability of yours. Remember, you're representing all. Irgendwie fehlt mir jetzt was, oder habe ich gerade einfach was verpeilt? Ja, ich weiß nicht. Bauen wir mal weiter. Er will jetzt einfach weitergehen? Okay. Aber geht jetzt direkt zu unserem Meeting? Das ist ja spannend. Das ist ja spannend. In Cyberpunk konntest du auf den Liften direkt auf dein Ziel drücken und musstest nicht noch über so ein weiteres Menü. Das finde ich hier ein bisschen nervig. Aber Cyberpunk hat ein paar Sachen eleganter gelöst, muss ich schon sagen. So, okay, hier ist unser Ziel. Walter ist wahrscheinlich schon dort. Der ist ja schnell. Gucken wir mal. Neon. The house that Aurora has built. Ja, da ist er ja. Er sieht nervös aus. All right, we're here. Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them. Larger than normal. Big enough to hold the artifact. Große Tasche. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer is Ramsey and Travers. Ramsey and Travers. The scientists who discovered neon gas. Are they? Ist doch kein Zufall.
You don't know what a seller looks like. It's not like people who trade in stolen goods are eager to share personally identifying information. Verstehe. Here's the code phrase. Got it. Code phrases? Under different circumstances, Walter, I think you might have made an adequate smuggler. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. Jetzt sag's nochmal laut. Jetzt steht er voll entspannt hier, ne? Seltsamer Typ. Also ich darf jetzt auch noch den Questgeber finden, ne? Der ist es nicht. Der wird nicht hier vorne stehen, ne? Der würde irgendwo chillen, eher so abseits als in der Menge. Zum Beispiel hier, da ist ein Typ mit einem Koffer, der sieht relativ groß aus. Der heißt Musgrove und der Name sagt uns was. Ah, quatsch mal den doch mal an. What is it? Can't you see I'm busy drinking? I will ransom Travis. Oh, really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. Das war jetzt irgendwie gut. Dann hätten wir das auch geklärt, ne? I just saw our seller walk by. Good job. Good job. One step closer. You owe me all the money when this is over. He seems cagey to me, angry even. That's not surprising. This is a deal over stolen property, after all. Anything could go wrong. Now, before we head in there, let me go over the ground rules. He'll ask for twice what we agreed on. That's normal. He'll probably try to walk out. That's normal, too. Don't worry about the amount we actually settle on. The Stroud-Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that sound? Klingt gefährlich ausgedacht. Close the deal, get the artifact. I'm keeping my hand close to my weapon for this. What if things get messy? That's why you're here. Hopefully our combined countenance will be enough, but grabbing the artifact and running is an option. Just do me a favor and treat it as a last resort. I have a reputation. Okay. Negotiate for the artifact. Na, das wird ja spannend. VIP Elevator. Alles klar. Dann gucken wir mal. Wir kennen uns ja da oben schon aus. Wir sind ja Pros. Haben uns da vielleicht schon ein bisschen zu viel umgesehen. If you're wondering what that smell is, it's neon. So, hier geht's los. Na gut. Ist das So mein? you, Stroud. Ja. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting, making me nervous. So polite. Almost makes me forget what planet I'm on. Ich kann auch im Sitzen schießen. Am I to assume that briefcase has our item of interest? Yeah, here it is. Well, look at that. One of a kind, and I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want double. Now how am I supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in?
Remote trigger the door to close. Stop bluffing. We know you need to sell quickly. Oh, really? And how do you know that? Who talked? Does it matter? We know you're in a fix, and we're still willing to buy. For the agreed upon amount. I got people after me, okay? I can't just settle on what we agreed on. I need more so I can disappear. That's not our problem. We came here expecting one amount. Now you want another. You telling me Walter Stroud ain't got the cash? I'll walk out of this booth right now. No, you won't. You still need the money. Don't be rash. You can still make this work. You still need the money. I leave now. I can get a jump start on the people after me, instead of you all wasting my time. You'd be on your way already if you just take the money I'm offering you and shut up. What's it going to be? Take or walk? You might want it more, but this is still a good deal. Do a smart thing, take the money. All right, you win. Hand over the money. This thing is all yours. Geht doch. Well done. Some high-pressure tactics, but we got what we were after. Time to go home. Shall we? Ja, eigentlich gar nichts gemacht, ne? Warum bin ich immer im Raumanzug unterwegs? Das ist so erneuernd. Warum kann ich nicht einmal kurz ruhig sitzen? Kann ich den Koffer verkaufen? Nein? Schade. Stop right there. Ah. You're in possession of Slayton Aerospace property. Entschuldigung. Ah. Slayton must have been the original owner. We don't need to do this. All's fair on Neon. Am I right? Hand over Mr. Slayton's property. Now. Security, we're being harassed. Don't do this, don't die just to get a rock back. It's my employer's property. That's all I need to know. You gonna make me shoot you? Give me a chance to talk to Slayton directly. We can sort this out. Persuasion. Wir brauchen 6 Stück. Ich habe 3 Runden. Your boss didn't understand what we had. Constellation will share its secrets if you let us go. Ob das klappt? Really? Tatsächlich. Huh. Oh. That might change things. I mean, if you want to embarrass yourself, go ahead. We didn't steal anything, we purchased it. We're happy to talk this over with Neon Security. You're running out of time. Give me a chance to talk to Slayton directly. We can sort this out. I'm listening. Huh. Ich bin so all right. But Nicholas Slayton isn't a man you want after you. Good luck with that. Sending on men into the Astral Lounge. Slayton must be serious about getting the artifact back. We'd better get off the planet quickly. Oh, ist das so? Ich fühle mich eigentlich ganz wohl hier. Also. Get out of my face. If you want to gawk at something, take it to the Astral Lounge. Wir sind in der Astral Lounge. Die Leute hier. Er chillt jetzt hier. Okay. Aber warum nicht, ne? Ah, das wieder er. Kann ich jetzt eigentlich... Ich frage noch kurz was nach, ne? Hallo? What the hell do you want? Ah, geht We're nichts. done here. Schade. Schade, schade, schade. Ich würde es cool finden, wenn man hier noch was machen könnte. Irgendwas Spannendes. Stuff only. Hier. Nein. Hier, Elevator. Voll vorbeigelaufen. Eieieiei. So, wo war hier der Ausgang hier? Okay. Asa. Something's gone wrong, hasn't it?
Was? Slayton has put a bounty on your heads. He squeezed a few palms. Your ship's been impounded at the spaceport. There goes our way out. We need to get Slayton off our backs. So much for this being easy. Where's this Nicholas Slayton anyway? The CEO of Slayton Aerospace. They're a systems manufacturer. Engines, thrusters. How did I know it was us? The same way everything works on Neon. Money. It's terrible at keeping secrets. Okay, so much for this being easy. Yes, I'm fully aware this has not gone according to plan. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment. Gut, wir haben noch einen weiteren Termin. Na, wie schön. Termine. Man kommt zu nix hier. Business. Business ohne Ende. Business. So, gucken wir mal. Slayton, ne? Slayton Aerospace. Let's go. Mal was Neues. Ob die den Flyer von uns wollen? Let us stick to business here, and hopefully business has nothing to do with Aurora. Guten Tag. Oh, das ist ganz schön geräumig hier. Aerospace. Ich fühle... Warum hat der... Hoping to get a meeting? Die sieht ja interessant aus. It's ridiculous. You have a question, you can chat with the receptionist all you want. Ja, ich kümmere mich schon. Okay, die sind alle schon mal markiert. Das ist ein Zeichen. Ich bin mir sicher, wir können das regeln. Wir wollen ja hier keine Feinde, ne? Ja, hallo Riley. Welcome to Slayton Aerospace. Can I help Gott, you? das sind Cyborg. What kind of business is this? Slayton Aerospace is the premier component supplier for a variety of starship needs. But if you were supposed to be here, you would know that already. Ah, schlau. Schlau, die Frau. Also, ich brauche einen Termin, ja? Jetzt. I'm afraid Mr. Slayton is a very busy man. Ich bin auch busy. So, also, 6 Stück Persuasion. Believe me, Slayton is expecting me. No, he isn't. Die ist frech. I have Walter Stroud with me, the CEO of StarUI Cloud. Nice try, but CEOs don't just walk through the door. They make appointments. I wouldn't be here if Slayton hadn't impounded my ship. That doesn't sound like something Slayton Aerospace would have the legal authority to do, does it? I'm afraid we just can't book any more appointments today. Goodbye. Hast du gesehen, wie ich an der gerade einfach abgeprallt bin? Ich hab hier Opportunities, ne? Ne, wir probieren das nochmal. Kann ich? Hätte vorher speichern sollen, ne? Was machen wir Slayton weiter? is a clever man. Be on your guard. Goodbye. Ich will es nochmal probieren. Pass auf, erstens. Nummer 1, ich muss aus dem Zeug hier raus. Schau mal, ich hatte hier die 5% Persuasion Chance. Die haben wir auch in Businessware. Das ist schon mal schlauer, ne? Und kann ich diesen blöden Spacesuit ablegen? Viel besser. Achso, das muss ich dann aber nochmal machen, ne? Wenn wir jetzt laden müssen. Mist. Okay, pass auf. Load. Autosave. Ich mach's mal. Das müsste hier der Eingangssave sein, oder? Mal gucken. Ja, okay. Das heißt, wir wiederholen den Spaß. Das war jetzt die ganze Zeit schon unser Fehler, ne? Wir waren einfach nicht richtig angezogen. Und das ändern wir jetzt ganz dringend. Businessware. So wichtig einfach.
Ich meine, so kommen wir mal bestimmt besser voran, ne? Wir sehen aus wie so ein Emo, der irgendwie weitergekommen ist. Was auch nicht. Hoping to Guten get a Tag. meeting? Yeah, I've been waiting. Welcome to Slayton Arrows. Ridiculous. Tja, also pass auf. Ich brauche einen Termin. I'm afraid Mr. Slayton. Ja, wirklich. Er wartet auf uns. Ah, there does seem to be a hole in his schedule. Ah, Oh, I think we can make an exception in your case. geht doch. Mr. Slayton will see you. Just use the elevator. Dankeschön. So schnell kann's gehen, ja? Da guckst du mal, wie überzeugend ich einfach sein kann. Na, Walter, let's go. Elevator. Ja, hübsch hier ist er. Security. Aha, wir hätten uns da schon reinhacken können, ne? So, Elevator. The Executive. Wait. This clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter. Ich kann's sehen. Taking what's mine and then breaking into my office. A bold move, but one easily countered. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Issa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right. We've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? No, I'm an elevator person now. I built my kingdom here. What the fuck? Is it his control of the building? Hold a moment. Slayton will be scrambling his own security teams once he gets wind that we're no longer at his mercy. Our time is limited. Sollen wir jetzt flüchten? I'm aware of the irony of me continuing to say it'll be easy. But it'll be easy. Er klingt sehr überzeugt. In 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. So, ihr kommt mit? Ja, brav. Tralalala. Hätte nicht That's the gedacht. elevator you came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. Hätte nicht gedacht, dass das jetzt so Schleichmission wird. Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork. Na gut. Und jetzt? There's a vent above you. Just climb Oh, up. ja. Jetzt. So, und jetzt? Gehe ich hier lang? Verwirrend. Security is on full alert. No point slipping through unnoticed now. You'll have to fight Wie? your way to the Was? exit. Hä? Ich will mich hier nicht durchschießen. Was ist das jetzt für ein Mist? Ich habe kein Safe Game, oder? Ich mach mal einfach F9. Wo landen wir jetzt? Wir sind dann ganz am Anfang. Wehe. No. Hoping to get a meeting? Welcome to Slayton. Been waiting here all day. Ich krieg Hass. I'm afraid Mr. He isn't expecting me. No. Jetzt he geht's is- wieder nicht. Ich habe We Walter weren't dabei. expecting a VIP to come through today. Let me just run a few checks.
4 Checks. Okay. Yeah, I hope so. Okay. Maybe I could squeeze you in. Let me see. Oh, I think we can make an exception in your case. Gut, dann halt so. Nochmal. Langsam nervt's. So, einmal hier. Wait. This clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter, taking what's mine and then breaking into my office. A bold move, but one easily countered. Wieso spricht der so langsam? Hello, Walter, dear, are you there? Issa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right. We've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? Okay. For the moment, I'm aware of the... Doors will open in 3, 2, 1. Slayton's guards Und jetzt schleichen wir bitte durch ohne Probleme. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator. Unnoticed, ich lach mich schlapp, wirklich. Wir speichern jetzt gleich mal hier. Und wir werden nachher nochmal speichern. Kein Bock, dann noch öfter laden zu müssen. Wenn ich da schleiche und unentdeckt bin, jetzt kann nicht sein, dass wir sofort entdeckt werden, ohne irgendwas getan zu haben. Insofern speichern wir gleich nochmal. Ich kann mir aber vorstellen, dass es einer von den beiden Deppen hier hinter uns war. So. Die Mission ist ein bisschen zu zäh, um die jetzt da einfach passieren zu lassen. Oh, warte mal. Wait a second. Ich habe hier was vergessen. Entschuldigung. So. Der Vollständigkeit halber. So, jetzt speichern wir nochmal. Und wir gehen los. Jetzt müssen wir hier besser aufpassen. Was heißt denn jetzt detected? Was ist das? Warum? Ach, das eklige Geräusche. Ih. Hört ihr das? Speichern nochmal. Unsere Hidden Bar geht ständig runter, ne? Das ist schon komisch. Was ist mit dem hier? Oh. Caution. Ich mag schleimiges und Insektengetier nicht. Ich auch nicht unbedingt. Ich meine, Insekten kommt drauf an, aber schleimiges, muss jetzt nicht sein. Gerade wenn solche Geräusche macht nicht. Ich lasse es hier mal. Sie hat gesagt, hier ist safe, ne? Ich speichere nochmal, weil wir speichern jetzt alle 2 Sekunden. Yep. Stop. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Opening the door on your right. Go now. Okay. Head left, but don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Ja, wo soll ich jetzt hin? Ich
bin schon wieder verwirrt. Ich mag am liebsten Katzen. Ja, Katzenchen. Ja, Katzen. Kann man machen. Ich bin eigentlich mehr Hundemensch, aber bin irgendwie auch bei Katzen gelandet. Oh, ein Digipick. So, was hat sie jetzt gesagt? Ah ja, okay. Wait. It's walking down the hall. Go now, straight across to the door. Ah. Keep going all the way to the end. Da ist man halt schon in Versuchung bei so wertvollem Material, ne? Das war knapp. Wir speichern. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Hier ist eine Tür. Und jetzt? Wait, there's people in the room up ahead. Closing the shutters. Dupi-dupi-dum. Suche dieses Wurmvieh. Nee. Wait for it to pass, then head straight across to the maintenance door next to the security gate. Wir wollen eigentlich flüchten. Also glaube ich bin nicht sicher. Was? Ah, hätte vielleicht nicht stehen bleiben sollen. Let me just get that for you. Security is on full alert. No point slipping through unnoticed now. Was war denn das gerade? Nochmal. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Wir bleiben jetzt nicht stehen. Also nochmal. Wo sind wir jetzt? Wir müssen hier nach hinten, ne? Speichern dann nochmal. Wir sind hier durch. Wait, there's people in the room up ahead. Closing the shutters. Und dann hier ums Eck. Wait for it to pass, then head straight across to the maintenance door next to the security gate. Go now. Let me just get that for you. Ach, hier hätte man rein sollen. Okay, war mein Fehler. So, und jetzt hier drüber. You know the routine. Up the vent. It's a short one, I promise. Ah, okay. It's a short one, na gut. Und jetzt? Also hier wieder runter? Sieht so aus. Ih, was ist denn hier los? Wait a second, door on the right? Ich speichere nochmal, bin mir nicht ganz sicher, ob das diese Tür gemeint ist, weil woher weiß die, wo von mir aus rechts und links ist? Wir gucken mal. Sieht aber gut aus, ne? Oh, schreck mich, Walter, ey. There's the door. It should take you outside. Outside? You expect us to climb up the trade tower? There's a series of catwalks that lead directly up one floor to the executive level. Ach, wir sollen doch zum Ziel. Wir wollen gar nicht abhauen. Okay, klar. Natürlich gehen wir jetzt trotzdem zum Ziel. Wow. Okay, einmal raus hier. Spannend. Spannend, spannend. Zugegeben, die Main-Quest ist ein bisschen spannender als diese komische Side-Quest. Climb the Trade Tower. Also, hier ist der Tower und wir sollen da irgendwo hoch.
Ich habe jetzt keine Ahnung, ob es hier noch Security gibt und wie wir hier überhaupt raufkommen, aber hey. Doch, hier ist irgendwas oder irgendwer. Hier hinten ist jemand, okay. Vorne auch. Können wir an dem vorbeischauen? You have made a grave mistake. Manchmal. Also ich darf sie bekämpfen, aber ich sehe den Sinn nicht drin. Aber irgendwie eskaliert sie die ganze Zeit, obwohl... Ich glaube, es sind unsere Begleiter, die es hier einfach verkacken. Ich weiß auch nicht. Ich lade einfach nochmal. Bis jetzt hat es immer beim zweiten Mal geklappt. Wenn es gar nicht klappt, können wir uns immer noch durchballern. Aber langsam wird es ein bisschen nervig. Wir sind wieder drin. Oh, was? Oh, nicht so weit, okay. So, hier durch. Ja, wirklich, alle 2 Meter speichern, das ist das Einzige, was hier hilft. Outside? You expect us to climb up the trade tower? There's a series of catwalks that lead directly up one floor to the executive level. Well, I guess after you. Okay, wir gehen jetzt hier raus und dann speichere ich gleich nochmal, weil das Spiel tut es offensichtlich nicht, oder ich weiß auch nicht. Oder laden wir nur einen Quicksave? Eigentlich gibt es auch so ein Enter-Save, oder? Autosave. Es gibt einen Autosave. Eigentlich müssten wir hier gewesen sein, aber gut. So was, wir machen mal einen Schritt nach vorne. Bis hier. Und jetzt brauchen wir unser Save Game. So, jetzt probier es noch. Okay, vergiss es. Hallo, zurück. Okay, die sind ziemlich aggro hier. Wie soll ich denn hier durchkommen? Die suchen uns schon. Alter, was? Wie willst du denn? Wie soll man denn eigentlich das hier schaffen? Wir probieren es nochmal, ne? Ich habe keine Ahnung, warum die so aggro sind und warum die uns immer sehen, auch wenn wir versteckt sind. Oder ob das jetzt unsere Begleiter sind. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen, ich gehe einen Schritt. Durchballern. Ja, müssen wir anscheinend. So, jetzt gibt's hier auf. Passt auf. Die geht jetzt zurück. Ich versuch's noch. Ich bin hinter dir. Wie kann die uns... Letzter Versuch. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann lassen wir es. So. Ah, ich brauche mich nicht mehr bewegen und... Die Was ist das für ein Mist hier? Hä? Ich habe ja keine Chance. Ich habe mich jetzt nicht mal bewegt. So, warte. Ich gehe jetzt zurück. Irgendwas stimmt hier nicht. Kannst du? Wieso geht denn er weiter? Der kann sich nicht unsichtbar machen. Ich meine, ich bin auch gerade nicht unsichtbar. Ach doch, bin ich. Ich bin nur unsichtbar, wenn ich mich nicht bewege. Wir haben ihn gefunden. Ja, aber warum geht er dann hin? Wie doof ist er? Hä?
Hä? Why do they even try? Ich meine, ich bin immer noch, ne? Mich kennt hier keiner. Die haben jetzt den einen einfach umgebracht. Der andere klettert irgendwo rum. Jetzt kommt der nächste. Oh shit. Jetzt, nachdem ich hier hinten bin, sind wir auch entdeckt. Okay, weißt du was? Es funktioniert nicht. Na gut, wir ballern uns durch. Best not to leave anything useful behind. Hilft dir nichts, wenn sie ihn sehen können. Er darf nicht alleine nach vorne gehen. Dieser saudumme NPC verhält sich einfach falsch. Der soll hinter mir bleiben. You had one job. Ich glaube, der ist oben, der letzte. Oder die letzten sind zwei. Was war das? Jetzt haben wir es irgendwie doch hier durchgeschafft. Irgendwo ist wer. Warte mal, andere Waffe. Ich sehe hier niemanden. Ich finde es auch toll, dass unser Begleiter jetzt hier unten rumschleichen kann, wo wir noch nicht mal waren. Wo ist der? Klar hat der mich da gesehen. Das ergibt voll Sinn. Oh, ich lieb's. Ich hasse sowas. Der kann mich hier gar nicht sehen. Ja, okay, da hast du einfach keine Chance. Da muss man schleichen auf 100 skillen, dann... Also wird das nichts. Er hat den Companion unten rum gesehen. Ja, möglich, aber er hat uns auch gesehen, weil vorher waren wir noch immer hidden, als die beiden Companions schon in Fight waren. Das heißt, wir haben eine andere Entdeckungs... Wir haben eine andere, sagen wir so, wir haben eine andere Deckung als die beiden. Und das ist aber bei uns auch gleich rot geworden, obwohl wir hier unten standen. Wo er mich von hier oben gar nicht sehen kann. Also keine Ahnung. Sie ist ja immer schön unsichtbar. Ja, wie gesagt, die Unsichtbarkeit funktioniert nur, wenn man sich nicht bewegt. Die ist halt für Snipering und so. Also weiß ich nicht, dass das irgendwie... Saublöd. Entweder nicht für Begleiter geeignet, was ironisch ist, weil es eine Begleitermission ist. Keine Ahnung, aber... Diese Schleichmissionen sind so schlecht wie die Bethesda-Schleichmissionen vor 15 Jahren. Keine Ahnung, es kann natürlich sein, dass man das besser machen kann, wenn man jetzt da schon x Spielstunden hat und das voll gelevelt hat oder so. Es kann nicht sein, dass ich sofort entdeckt werde. Es wäre okay, wenn es schwierig ist und wenn man aufpassen muss, aber ich kann ja halt weder richtig Deckung aufnehmen. Diese NPCs laufen einfach unberechenbare Wege, sowohl mein Begleiter als auch alle anderen. Also ja, keine Ahnung. Kann der ihn hier unten überhaupt sehen? Der NPC stand hier, ne? Er stand hier. Okay, wenn ich aufstehe, sehe ich zumindest bis dort. Na gut. Hier ist jetzt aber niemand mehr. Hätte er oben nicht?
Irgendwo einer sein soll? Oder zwei? Und wie hässlich ist dieser Tower? Eigentlich. Irgendwo ist noch einer. Oh, ja, hier. Der ist nicht allein, ne? Ah, der ist sogar schon verletzt. Was? Es geht wieder los, ne? Es ist wieder komisch. Und er rennt schon wieder amok. Ausgerechnet der Walter nämlich. Unser ach so unschuldiger Milliardärtyp. Läuft er dem gerade nach und versucht er ihn zu töten? Das gibt's nicht. Das ist doch einfach nicht wahr. Was war das, Walter? Warum bist du so aggro? Was ist mit dir? Kann ich mich als Security Guard anziehen und dann durch? Walter, what the fuck? Was ist falsch mit dir? Okay, er ist sehr überzeugt. Wow. So, können wir jetzt da rein oder eskaliert jetzt alles? Ja, ich weiß nicht. Ich mache jetzt noch einen Quicksave. Aber das finde ich jetzt ziemlich uncool, was hier so passiert ist. Ich dachte, ich kann da rein und raus ohne Probleme, aber offensichtlich, nö. Offensichtlich nicht. Das sind hier drin jetzt alle aggro oder kann ich jetzt einfach weiter marschieren? Confront Nicholas Slayton. Aber kann ich jetzt einfach hier rumgehen? You're coming in just behind the executive elevators. I'll call the one on the far end, and you can walk right over the top. Da oben wartet schon jemand auf uns. Mit Security. Das ist doch so die Falle. Ja, gut, geh mal rein, was soll's, ne? Wir speichern doch mal. Na, hi. You know, it's moments like this that really makes Neon the best place to do business. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? Call off guard Slayton and release my ship. Are you enjoying this? Aren't you? In the back of your mind, through the tunnel vision of adrenaline, there's a part of you that belongs here. It happens to all of us. Zugegeben, ich mag das. Das ist nice. Ja, gib mir mein Schiff. You have what's mine. I, indirectly, have what's yours. We are at a stalemate. Although I do count a few more guns on my side. You and Walter are business people. Some arrangement can be made. I wouldn't trust your mercs. They haven't stopped us so far. Hm. Ja, wir sind doch zum Business. Ja, wir sind doch wegen Geschäften sind wir hier, ne? I do admit, having the co-CEO of Stroud Eklund in my office is quite the opportunity. How are your quarterlies looking, Nicholas? Perhaps we can add Slayton Aerospace to our supply chain, provided this unpleasantness was behind us. Yes, I think that could be a most beneficial exchange.
There is just the small matter of paying for the humiliation. Mr. Musgrove, my former employee, and the thief responsible for our serendipitous meeting, was caught prior to your arrival. I think it would cement our new partnership if you were to decide on his sentence yourselves. He's a thief. Clearly you want him dead. Decide, as in we could let him go. Ich habe keine Ahnung. Was soll man machen? Clearly you want him dead. I yield to your judgment. You've more than proven yourself capable of resisting any course of action I attempt to dictate to you. That seems a bit extreme for the circumstances. My security brought Musgrove to my office. I'm sure seeing you again will be a fine conclusion to your previous business. We have an opportunity to spare a man's life. Was? I know he probably wouldn't do the same for us, but that shouldn't matter. Das war's jetzt. Hä? Okay, ich verstehe jetzt gerade. Darf ich mich jetzt hier frei bewegen? Okay, ja, dann gehen wir mal rein, oder? Kriegen wir jetzt einen Kaffee? Oh. Ach. Der sieht nicht so gut aus, ne? Hübscher Anzug, ne? Kenne ich von irgendwo. Aber ich habe kurze Frage, was ist das hier? Ich muss mich da mal kurz umsehen, ne? Ja, okay. Okay. So, Entschuldigung, wo waren wir? Musgrove, was zur Hölle? Oh no. You. Slayton really does have a sick sense of humor. You wants me to decide what to do with you. Why did you steal the artifact? I want the whole story. Where's the money, Musgrove? Why did you steal the artifact? 10 years working in aerospace engineering, and they laid me off. You damn right I stole that thing. They tell you if you have talent and commitment, you can go far. But the truth is, it's all about who steals the most and gets away with it. Also ich weiß nicht, die Story finde ich jetzt ein bisschen unbefriedigend. Where's the money? Slayton took it all. Probably in one of his secure accounts somewhere. I'll settle up with him later. Arbitration, lawyers, all that nonsense. He wants me to decide what to do with you. Please, I was just trying to sell a product, okay? Isn't that why we're all here? Be lenient. We were taking advantage of his initiative, after all, even if we have found ourselves working with the man he stole from. We're letting you go, get out of Neon while you can. Everyone steals, but you got caught. You're going to jail. You're dead anyway. Might as well make it quick. Also er hat schon offensichtlich eine üble Verletzung, ne? Ich finde, er hat seine Strafe schon bekommen. Ich finde es aber ein bisschen sehr mies, dass er uns jetzt verpfeift, ne? Eigentlich petzen. Was bedeutet denn you're going to jail? Heißt das, er wird wirklich die Security übergeben und das war's? Wenn ich ihn gehen lasse, was habe ich davon? Was bringt es mir, ihn gehen zu lassen? Hast du besseres Gewissen oder so? Sind wir nett oder sind wir böse?
Dieses Zwischending weiß ich nicht. Irgendwie könnte auch ein Todesurteil sein. Auf dem komischen Planeten da. Er ist auf jeden Fall kein ehrenvoller Pirat. Er ist gar kein Pirat. Er hat einfach keine Ahnung. Ist nur schlecht im Klauen, wenn er sich erwischen lässt. Ja. Also mögen tue ich den nicht, ne? Ah. Andererseits, er wäre der Erste, den wir so auf dem Gewissen haben, der irgendwie nicht ein hirnloser Söldner oder Pirat ist. Hm. Hm. Schwierig. Schwierig. Good guy, bad guy. Es war gar nicht so schlecht. Nierenmonster. Hm. Good guy, bad guy. Good guy, bad guy. Hat jemand eine Idee? Ich warte noch kurz. Solche Entscheidungen soll man nicht überall treffen, ne? Wir lassen ihn noch ein bisschen leiden, während wir hier unsere Entscheidung uns sehr wohl überlegen. Ich glaube, weißt du, ich glaube... Ja, wir kommen hier auch so wieder raus, ne? Und wenn nicht, kann ich mich ja nochmal anders entscheiden, weil ich jetzt 10.000 Safe Games habe. Ich lasse ihn mal. Wie gesagt, er hat da irgendeinen, weiß ich nicht, Bauchstich, Bauchschuss, keine Ahnung, irgendwas Gröberes hat er schon. Der hat jetzt, glaube ich, eh genug Probleme. Seinen Job ist er wohl auch los. Ja, komm. Thank you. Use this opportunity to alter the trajectory of your life. You may not receive another chance. A rare moment of compassion for this city. Very well. I'll clear things up with the authorities. You're free to go. Time to go. Let's talk more back at the ship. Und die beiden haben jetzt nichts miteinander zu regeln? Ich finde das ein bisschen komisch. Aber was weiß ich schon, meine Belohnung... Oh, meine Belohnung habe ich wohl verpasst. Der ist nicht auf Stealing, ne? Kann ich mit ihm quatschen? This was a good meeting. Very productive. Der hat so einen Anzug, irgendwie so pseudo-militaristisch. So ein Emperor-Anzug, so als wäre der was, ne? Ja, so wie er hier. Naja, okay. Wir gehen mal raus. Ich habe jetzt nicht so ganz den Sinn drin verstanden, dass wir hier rein mussten. Aber hey, geh mal wieder. Offensichtlich dürfen wir jetzt doch abhauen. Keine Ahnung, wir haben ihn jetzt beeindruckt oder so. Weiß auch nicht so genau. Ist das hier der korrekte Weg? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. That was quite a leap. Ich will einfach einen Lift nehmen, oder? Kann ich nicht? Ach, wir sind schon... Ach so. Wir sind schon auf Ground Level. Ah, okay. Nö. Ich kapiere dieses ganze Gebäude nicht. Meine Güte. Ach so, das ist ja nicht mehr auf Ground Level. Okay, ich verstehe schon. I see. Ah, spannend hier auf jeden Fall.
Wir haben aber das Artifact, ne? Das heißt, theoretisch sind wir ja fertig. Jetzt haben wir nur ein anderes Problem. Ich glaube nicht, dass ich hier rauskomme. Und vor allem komme ich nicht dahin, wo Walter hin will. We'll talk. You're doing Constellation proud. Ja, Walter, wir haben noch ein anderes Problem. Ich habe da Sachen bei mir, die diesen Planeten vielleicht gar nicht erst verlassen sollen. Ja, das ist jetzt, okay, pass auf, wir gehen nochmal zu diesem Shop und... Spaceport Terminal. Kann ich hier direkt zum Spaceport? Okay, ja. Ich gehe nochmal hier rein, guck mal. Ich habe ja keine Ahnung, ob jetzt ein Tag oder so mal vergangen ist oder auch nicht. Guck mal. So, let's do business. Der hat immer noch kein Geld. Was macht man denn jetzt, wenn sich die Trade Authority mein Zeugs nicht leisten kann? Ich meine, ja, wir könnten uns einen Tag aufs Ohr legen. Oder 2 oder 12. Die Frage ist, wann hat denn der wieder Geld? Das hält uns gerade voll unnötig auf. Warte mal, da war doch dieses Hotel. Und die sagte doch, sie würde uns mehr trauen, wenn wir ein Zimmer bei ihr hätten, ne? Ich bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, unsere komische Schlafkabine aufzusuchen. Ich meine, ja gut, man kann warten auch, ne? Ich glaube, ein Tag dauert überall 24 Stunden. Aber wenn man so einfach mal... Ich wollte die Zimmer eh sehen, ne? Komm, ich nicht... Ach, 2000 für eine Woche. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Wir probieren es mal über den Tag, ne? Erstmal umsehen. Dankeschön. Die 300 können wir uns gerade leisten. So, visit your rented room. Warte mal. Ich muss kurz die Quest ändern. Activities. Visit your rented room. Jetzt. Okay. Zweiter Stock. Every smuggler I have ever worked with had a perverse affection for this place. I do not understand it. Ach, das... Warte mal. Das ist das einzige Zimmer hier? Hier ist einfach eine Wand? Okay, warte. Was ist jetzt... Was ist auf dem 3. Stock? Ja, die hat hier nur ein Zimmer. Was ist am 3. Stock? Sind da mehr Zimmer? Okay, das Hotel so und so hat 2 Zimmer und ich kann 1 betreten, wenn ich es bezahle. Brauche aber dafür ein Ladebildschirm. Ernsthaft? Oh, Cyberrunner Cypher. Laser weapons permanently do 5% more critical damage. Hi. Nice. Okay, dafür hat sich schon gelohnt. 300 für ein Heftchen. Lass ich mir einreden. Hier ist noch eine Tür, wahrscheinlich zum Bad. Ask Yannick about another shift at Xenofresh. Nein! Das ist schon eine Endlos-Quest. Nö, ich will das nicht. So, Bed. Sleep. Und das hier, kann ich hier aufmachen? Nö. Also, auch dieses Apartment ist ja ganz nett und so, vor allem mit dieser ekligen Pflanze hier. Aber ich kann nicht mal durchs Fenster gucken? Ernsthaft? Und ich habe hier nichts zum Rumspielen oder sonst was? Ich kann den Fernseher nicht anmachen? Ich kann mich nur hinsetzen? Den Computer kann ich auch nicht benutzen? Hä? Warte mal, hier sind 2 Türen. Wait a second. Okay, das ist das Bad. Hier gibt's nichts, okay. Ich kann das Spiel und das Wasser nicht nutzen. Duschen kann ich auch nicht. Ich kann nicht mal schiffen gehen. Wait a second, hier drüben. Hier kann ich auch nichts machen. Und hier ist eine Cooking Station. Okay. Also wir halten fest, ich kann nichts. Also gar nichts machen.
Wie traurig ist denn das? Wow. Also das kackt halt richtig ab im Vergleich zu den Cyberpunk Apartments. Da kannst du Musik hören, duschen gehen, in den Spiegel schauen, am PC surfen. Alles Mögliche. Mit dem neuen Update kann man sogar tanzen in einem Apartment. Und das hier, wow, das ist so... Ja. Ich habe hier nicht einmal eine Kiste oder so. Das gehört mir nur einen Tag, ne? Das ist schon ein bisschen traurig. So, sleep. 1 local hour. Wie lange kann ich schlafen? 24 Stunden. Ah, schau mal. Doch, es gibt eine Zeitumrechnung. Ach, krass. Ist das Universal Time oder Universe Time oder UT? Ist irgendwas an. Warte mal. Ich schlafe dann wirklich mal einen kompletten Tag hier, ne? Einfach nur, weil ich es kann. Oh no, dieser Timer ist immer noch wie in Skyrim und tickt jetzt langsam runter. Echt jetzt? Oh wow, wir haben uns gerade eine Pause gegönnt. Wie schön. Oh. Starfield, Starfield. Ich verstehe langsam, was die Leute meinen. Das ist halt, das ist das Schlafen. Das ist, oh. Das ist halt null Fortschritt seit Fallout 4. Genau genommen auch null Fortschritt seit Skyrim. Come on. There are worlds to conquer. You've awakened feeling well rested. Okay. Warum habe ich jetzt hier noch ein... Visit your rented room. Ja, habe ich. Ich war sogar im Bett. Was willst du von mir? Ich will nicht doch mal schlafen. Komm, wir gehen wieder runter. Theoretisch, ich habe jetzt exakt 24 Stunden hier verbracht, ne? Theoretisch gehört mir das Ding jetzt immer. Zurück zur Lobby. Mission Updated Activities. Ist es jetzt weg? Okay, jetzt ist es weg. So. It's nice to see you today. Vertraust du mir We have jetzt? choice accommodations at reasonable prices. Maybe after you've rented a room for a few nights, I might let you in on my secret. Also sie will die For 2000 für die now, ganze it'll Woche. just have to remain a Sorry. Remember, we always have Blöde Kuh. plenty of amazing rooms at reasonable rates. Wow. Gut, wir gehen jetzt nochmal rüber zum Trade Authority Dude. Der hier war. Fragen dann nochmal, ob er jetzt Geld hat. Komm schon. Bitte. Yes, let's. Er hat 11.000. Okay, Gott sei Dank. Das hat funktioniert. Immerhin. Also, Sell. Misc. Wir haben Black Market. Antiquities. 1400. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein guter Preis ist. Ich schätze mal nicht, aber ich muss das Zeug loswerden. Mac Components. 4500. Kaufen wir alle. Stolen Artwork. 2900. You will get less than the item was worth. Warte mal, der hat jetzt schon kein Geld. Was? Ich habe den schon wieder erfolgreich entgeltet. Das ist doch nicht wahr. So, gestohlen ist, glaube ich, ist kein Problem. Hoffe ich. Ich gucke noch kurz unser Zeugs durch. Ah ja, das hier. Value 0, ne? Ich verkauf's mal. Was soll's.
Und das Ding hier kriege ich jetzt echt nicht mehr los. Hat der irgendwas, das wir brauchen können? Resources? Ich wüsste halt echt nicht was. Ich könnte so Dings da Öl kaufen, ne? Dann könnte ich meine eigenen Drogen herstellen. Palladium. Kauf mal 1. 1700. Die ist rare, die Ressource. Okay. Nicht viel wert. Chlorin. Helium 3. Ich kaufe sein Palladium, komm. So, hat er noch irgendwas? Madpacks 500, das ist viel zu teuer. Shocktube Space Helmet. Der ist nicht mehr so schlecht, ne? So, Klamotten hat der nicht, ne? Ja, weiß auch nicht. Sollen wir Munition kaufen? Welche brauche ich denn überhaupt? Habe ich gerade keine Ahnung. Der hat halt sonst nichts, ne? Ach, was soll's. Ich kaufe noch eins von denen. So, pass auf. Kann ich? Habe ich sonst noch was gefunden? Nö, gell? Ich verkaufe jetzt mal den Mist hier. So. 200 hat er noch, ist okay. Wir haben immer noch ein gutes Geschäft gemacht, würde ich sagen. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt alles los. Wenn nicht, naja. Dann fallen wir halt durch. Aber in meiner Theorie können wir jetzt von hier abhauen. Achso, ich habe die Quest immer drin. Ich muss ja nur mit dem Lift drauf, ne? All that money can buy. Back to the Lodge, weil ich glaube, damit können wir hier abhauen. Und dann ist die Quest durch, die Main Quest an dieser Stelle. Wir könnten natürlich irgendwann nach Nien zurückkehren. Die restlichen Sidequests hier machen und so. Insgesamt, es ist kein Cyberpunk, aber es ist ganz nett hier, würde ich mal sagen. Und wir haben hier noch Relief Run. Gut, das muss ich sowieso woanders hin. Die Audition. Da müssen wir uns einer Gang anschließen. Keine Ahnung, ob das so spannend ist. Rough Landings. Das ist wieder was ganz anderes. Okay, im Prinzip hätten wir noch 2 Sidequests hier. Aber vieles haben wir erledigt. Und ich würde mal sagen, ne, und die zweite reicht uns auch erstmal, oder? Ich speichere nochmal, bevor wir hier raufgehen. Nur so für den Fall, ne? Gehen wir kurz zum Spaceport. Und dann gucken wir mal, ob wir hier abheben dürfen. Zumindest hier konnte ich schon mal durch. War das wirklich so weit hier? Alles schön abgeriegelt, ne? Die Wasserstadt. Ja, wir kommen zu unserem Schiff. Okay. Ach, von hier unten haben wir das nie angesehen, ne? Also es gibt wirklich nur Wasser auf diesem Planet hier. Wir waren doch... Warte mal, sind wir nicht hier vorne gestanden? Oh, zugegeben, bei Nacht sah das hier viel besser aus. Und es kommen echt Touristen wegen diesem schäbigen Tower. Gut, ich muss nicht alles verstehen, ne? Neon ist echt ein grausiger Planet, so. Dieses Schild hier oben ist seltsam. Aber okay. Who am I to judge? Wir heben jetzt ab. Immerhin sind wir hier, um Sterne zu sehen und nicht nur die immer gleiche Stadtszenerie hier. Ich glaube, er ist einer der interessanteren Städte. Es gab auch noch diese Stadt am Mars, ne? Da will ich auch noch irgendwann mal zurück. Da hat man auch eine Tonne Quests und so. Aber ich bringe uns jetzt erstmal auf unseren Heimatplaneten, wo es übrigens auch noch Sidequests gibt.
Hey Dad, want to hear a poem I wrote? It's called a haiku. I just read about them. A haiku, huh? Well, sounds exciting. Let's hear it. Okay. A deal with a It's man called who wanted us space. dead. I guess we could call that Space a is win. cold and dark. What do you think? Starships fly there like comets, carrying Warum us home. habe ich Not bad. jetzt? Hey, will you write it down so I can carry a copy with me? I'll copy down too. You know how you lose things. I still don't know how you lost that picture of Nibbles the comet-eating bunny. Ich kann jetzt nicht Tab drücken, ne? Okay. Ich wollte ja nur kurz abheben. Mein Gott, ja, ich versuche jetzt dieses Gespräch zu führen. Obwohl wir ihn nicht sehen, das wird sicher spannend. We got the artifact, that's all that matters. Terrible people doing terrible things to each other, Weather City. Yeah, you arrive a kid together. You're going to recite that Sebastian Bach speech later. We can't always continue this some other time. Ja, also er und seine Frau waren irgendwie süß. Ja, das stimmt schon. Thank you. I guess. Some people call Issa a jewel, but she's more than that to me. I can't really describe it. There's a me, and a her, and an us. And I wouldn't trade the us for all the credits in Neon. You are very fortunate. Wow. And I am glad that you see it. Jeden hat das gefallen, okay. A great success. Thank you for allowing me to tag along with Constellation's newest star. Yeah, so cool. Yes, I used a pun. Forgive me. Oh boy. Take off from Leon. Jetzt darf ich. 10.000 Credits. Ja, Mann. I have something I need to discuss with you. When you have the time. Schön, dass ihr jetzt alle was zu besprechen habt. Also immer, wenn die so ein Plus kriegen. Immer, wenn die so ein bisschen, wenn wir ein bisschen in ihrer Meinung steigen, wollen sie das unbedingt sofort alle bereden. Aber nämlich alle. Wenn du zufällig so 3, 4 Begleiter-NPCs dabei hast, wie ich auf unserem Schiff, dann puh. Das wird jetzt richtig anstrengend. So. Wir sind die... Wer bist denn du jetzt? Helix. That's not any type of ship I recognize. Ballern? Identify. The fact that you do not know says much. We are the Starborn, and you are unworthy to possess the artifacts. Starborn? I do not recall that we asked your permission. Tell us, please. What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge or drown in it. At least tell us more about who you are. The more you understand, the more damage you will do. How could just knowing what you are be dangerous? Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. Was war das jetzt? New mission, Starborn. Surrender the artifact or grav jump to anywhere. I'm blasting them into space just. Okay, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Wieso kann ich denn... Ich kann hier gar nichts machen, ne? Ich habe 0 in Grav Drive. Ich krieg das nicht hin.
We'll get through this. Hold on. I could really bend your ear when you got a moment. Ja, wie Drive man dann aus dem Kampf? Wie macht man das? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das macht. Shield offline. Der ist Level 30. Wie kann ich denn das? Na toll. Wie kann ich denn entkommen? Er killt mich gleich. Wie komme ich denn weg? Wohin kann ich den Grav driven? Muss ich jetzt ein Ziel auswählen? The Lodge. In Combat. Keine Ahnung, wie das funktioniert, ne? Ich hasse dieses Combat-System. Bin eh tot. Select Target. Ja. Ist ja wunderschön, dass ihr mich jetzt jagt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also kämpfen gegen den ist ja beinahe sinnlos, wenn der Level 30 ist. Ich finde schön, dass man immer vor so Sachen gestellt wird und dann... I don't know what to do. So, und was ist das jetzt? Achso, ich bin jetzt wieder frisch auf dem Schiff, ne? Glad to see you're back in one piece. Deal with a man who wanted us dead. Jetzt haben wir das Gespräch wieder. Wow, toll. You are very Oh no. Ja. Yes, When you get a moment, So, can we rare talk? Item, okay. Yeah, the When way you you have a handle moment, things, I'd like to speak to you. not bad. So, ich habe keine Lust mit irgendwem von euch jetzt zu reden. Yes? Take off from Neon. Ich speichere jetzt nochmal kurz. Was kann ich jetzt machen, um hier abzuhauen? Wir können diesen komischen Alien oder was auch immer nicht überzeugen, dass wir friedlich sind, ne? Also ich google das mal kurz, weil ich habe wirklich keine Ahnung, wie das funktioniert. Starfield. Wenn Ihr Schiff schnell genug ist und genügend Abstand zwischen Ihnen und dem Angreifer halten kann, verlassen Sie den Kampf und erhalten die Möglichkeit, entweder auf dem nahegelegenen Planeten zu landen oder in eine andere Galaxie zu springen. Ich muss die Sichtlinie zum Feind unterbrechen. Wait, what? Ich glaube, ich müsste mal kurz reinlesen, ne? So entkommen Sie ganz einfach einem Schiff-zu-Schiff-Weltraumkampf in Starfield. Okay. Sobald Sie eine Kampfbegegnung im Weltraum auslösen, werden Sie nicht in der Lage sein, schnell zu Planeten in dem System zu reisen, in dem Sie sich befinden. Ja, das habe ich schon herausgefunden. Okay, das Sprungsymbol wird doch im Kampf ersetzt. Cool. Aber man darf einen Gravitationssprung zu allen nahegelegenen Galaxien, die man zuvor besucht hat, machen. Und wie geht das? Aber ich muss schnell sein, dieses Manöver einzuleiten. Okay. Also man braucht eine Energieeinheit im Grav Drive. Das haben wir. Und je mehr Leistung, desto besser.
Achso, weil ich die 5 Minuten brauche, ihn aufzuladen. Aber wie kann ich den denn aufladen, wenn ich sofort im Kampf bin? Wenn sie es zu lange belassen, kann das feindliche Schiff möglicherweise ihren Antrieb deaktivieren. Ja, das hat es schon geschafft. So. Also, sobald der Grav Drive Strom hat, Sternenkarte aufrufen. Zweimal Menütaste. Okay. Was ist denn die Menütaste? Tab, ne? Oder Tab Star Map. Aber komme ich nicht einfach auf M? Hier? M Escape? Müsste ja auch funktionieren. Wir gucken das gleich nochmal. Kurs festlegen mit X. Wo wir hinwollen, ist ja erstmal egal, ne? Okay, aber ich kann da springen, auch wenn der Feind uns angreift in der Zeit. Okay, das sollte sicher ausgehen. Alter, was ist das für eine furchtbare Seite? Die ist einfach nur grottig übersetzt. Bin ich hier gelandet? Okay, wir probieren es einfach mal, ne? Kann ich im Vorhinein mehr Energie in den Grav Drive setzen? Warte, wenn ich mich hier hinsetze, kann ich dann das schon einrichten? Nö, und hier haben wir das Problem. Ich würde gerne... Ah, hier kann ich es machen, ne? Ich sehe hier gerade gar nichts. Ich kann hier nichts machen. Ist das nur zum Ansehen gut? Das ist doch so dumm. Okay, egal. Ich mach Takeoff. So, warte. Ah. Nein, jetzt hätte ich... Ist das doof oder ist das doof? Ich will das gleich machen, aber das ist so umständlich. Jetzt bin ich gleich wieder in dem Menü, wo wir mit dem Typen reden, ne? Warum kann ich nicht, während ich rede... Ja, der kommt sofort. Jetzt kann ich wieder nicht switchen. Oh, that's not any type of ship I recognize. We don't mean you any harm. That is a very broad statement applied to a very select few. I find it reductive and insulting. Tell us, please. What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Komm hier auch nicht raus, ne? Wieso sind meine Pfeiltasten gesperrt hier? Das ist doch so mies. Have you been observing humans for long? But you speak our language. We know everything about you. That is why your kind cannot have the artifact. At least tell us about who you are. The more you understand, the more damage you will do. How could just knowing what you are be dangerous? Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If
If we spin up the grav drive now, we have a chance. We'll get through this. Hold on. Was ist da? Wie komme ich da drauf? So. So, und jetzt kann ich irgendwas auswählen. Wo bin ich überhaupt? Hier drüben. Ist ja erstmal egal, wo wir hinfliegen, oder? Warte mal, ich kenne die nicht mal alle hier. Kann ich nicht in ein anderes System auch? Olympus. Schaut doch ganz nett aus hier, ne? Wohin exakt ist mir eigentlich vollkommen egal. Hier waren wir schon. Hier gehen wir jetzt hin. Set Curse. Jump. Got some stuff we wanted to discuss with you, Tom. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Alter. I don't know about you, but I never get tired of these star. Speculation part of my brain is an overdrive. Need to regroup at the lodge immediately. Tell Noel to analyze the data off the ship's sensors. Everyone's going to want to weigh in on this. Agreed, we should not delay. When the time's right, I'd appreciate a chat. Also das war jetzt, weiß ich nicht, was das jetzt war, aber uff. Wir gehen jetzt sofort zur Lodge. Was für ein Horror. Was für ein Horror. Is the city meant to inspire or intimidate? Perhaps it depends on your reason. Also ganz ehrlich, aus dem Kampf hier zu entkommen ist so umständlich. Ich würde lieber jeden Kampf fighten, aber wir haben halt keine Chance gegen Level 30. Noch dazu ein unbekanntes Alienschiff. Who do you think will be the first to ask us questions? Matteo or Noel? Ja Leute, wir haben ein Problem, ne? Hi. How is Neon? Are you okay? Ja, gute Frage, ne? I need to look at the data from our ship sensors. We were attacked. We need to hold an emergency meeting. Have any strange ships appeared in orbit? Wait, what happened? Who was after you? Take a look at the ship's sensor data. I think everybody needs to see this. All right, I'll start transferring the data over now. Let me just bring it up on here at the table. Ja, zeig mal her. Is that a prototype? No, that material isn't anything we... Es hat Flügel. Muss ein Schiff sein. Everyone, come take a look at this. Wie brav sie alle kommen, ne? That's no faction vessel or Crimson Fleet. Secret military tech, maybe? No United Colonies Admiral approved that starship design. They call themselves the Starborn. Demanded we hand over the artifact. Like we were children, playing with their parents' things. What do people know? Any offshoot groups go by that name? Not in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up. Another house for Rune. I very much doubt that. We ignoring the obvious here? A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it. Intelligent alien life or extra-dimensional beings.
the original creators from the furthest fringes of space. Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? So, we have a lot of theories, but nothing concrete. Except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. Now with Sam, the starship design could easily be human. Barrett's point, the artifacts clearly aren't human-made. Matthias' metaphor has merit. They acted like they're judging us. Das ist das Einzige, was wir wissen, ne? Or what Walter said. They were acting like a parent. Worried their children are playing with something they don't understand. Yeah. So, they're strong-arming us for our own good? That doesn't sound very divinely benevolent to me. Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. When you have the time, of course. I'd like to talk to you about something when you have the chance. Alle wollen jetzt reden, ne? Ja, alle. Ich komme mir ein bisschen hilflos vor, gerade in dem Haufen hier. Was sollen wir jetzt hier machen mit der Aktie? Achso, das neue Artefakt hinzufügen. Komm, das machen wir einfach mal. Hey, Level Up. Yes. 6500 Credits. Okay. Do you need something? Ever since I got here, Das ist schon mal this has ganz felt cool. like home. These people are family. I hope it feels that way for you too. So, ich muss kurz mal noch hier hin. Was leveln wir gerade? Ich hab's wieder vergessen. So, Combat ignorieren wir nach wie vor. Ja, Schiffskämpfe, ne? Da waren wir eigentlich sehr beschäftigt damit, aber man kann halt nicht alles, ne? Das Problem ist, wir wollen alles. Was haben wir nun in Stealth investiert? Rank 2. Upgrades the Stealth Meter. Wir haben da schon Rank 1, ne? Das sind nicht komplett scheiße, eigentlich. Ja, das reicht wohl nicht. Okay. Persuasion hätte ich auch noch gerne besser. Das sind lauter Sachen, die ich eigentlich unbedingt haben möchte. Das ist halt so nice to have alles. Okay. Rank 2 haben wir hier auch schon. Shield Systems könnte man auch schon machen. Bessere Schilde lassen uns auch besser entkommen, ne? Your shields will occasionally resist 100% of all damage received. Wow. Also keine Ahnung, was dann occasional sein soll, aber nice. Komm, ich mach mal den Dreier, ne? Einfach weil wir es können. Und dann kassieren wir wieder Damage und können vielleicht sogar den nächsten Rank noch machen. Kann ich hier eigentlich auch schon reinleveln? Sieht so aus. Away Level. Cool. Okay. Gelevelt haben wir. Gut aussehen tun wir auch. Level 16 sind wir jetzt. Talk to Vladimir. Ja, gut. Aber weißt du was? Wir machen heute mal ein Stückchen kürzer. Es ist eh schon nach Mitternacht. Und die ganzen Gespräche hier in der Lodge führen wir das nächste Mal. Wir quatschen mit allen, die irgendwas von uns wollen. Ich glaube, das war Mr. Stroud. Andresha weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall noch die Blonde. Wie hieß sie denn? Das sind alle abgehauen, ne? Egal. Da kümmern wir uns nächstes Mal drüber und dann machen wir die Main Quest. Aber habe ich die jetzt abgeschlossen? Die Main Quest, diesen Teil schon, oder? Nö, ist nicht abgeschlossen. Hä? Wir hatten doch schon die nächste Quest eingeloggt. Ich bin sehr verwirrt gerade. Vladimir. You had a hell of a shake, getting bullied in the void. Starborn sure know how to make an entrance. Ready to head back out there? The Eye can help you find the artifacts,
but I'm afraid she's blind to our new competitor. Tja, müssen wir wohl, ne? I'm ready, give me any data. How many more artifacts do you think are out there? No telling the exact number, but they're getting harder to find. Got some equipment, repairs, and upgrades on the making-do list. The eye's straining to her limits these days. Okay, ja gut, ich bin bereit, Double ne? check the safety and locks wherever you go. Wir haben eh noch ein Ziel, oder? Exploration's dangerous, even without some nefarious group trying to kill you. Tja, Vladimir, da hast du wohl recht. Feel free to help yourself at the bar. I don't drink, but Okay, das war schon alles von ihm soweit. Ich gehe zu meiner Questlog. Further into the unknown. Das ist die nächste Quest, ne? Ah, wir haben die beide abgeschlossen. Ha. Ich glaube, ich habe langsam die Befürchtung, bei uns spinnen noch irgendwelche Mods. Ich habe eine Mod aktiv, die eigentlich die Erfolge zulassen sollte. Aber irgendwie haben wir jetzt dafür keine bekommen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh Mist. Ich war mir sicher, dass es dafür eine gibt, ne? Ich gucke nochmal nach. Schließe Geld macht's möglich ab. Und das war doch genau die Quest, ne? All that money can buy? Ja, ich denke schon. Keine Ahnung, wir speichern jetzt mal. Ich mache ein neues Save Game. Es kann sein, dass noch eine Mod rumspackt. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, Starfield. Schwierig. So, quit. Wie gesagt, heute mal etwas kürzer. Wobei eigentlich sind wir eh schon auf unserer fast normalen Länge. Insofern kann man auch schon mal Tschüss sagen. Ich bin echt schon müde und wir sind gerade an so einem guten Punkt, wo wir diese Quest fertig haben. Und bevor wir uns jetzt in die nächste stürzen, was wieder ewig dauert und so, ne? Machen wir mal hier Schluss für heute. Und ja, mal gucken, vielleicht spielen wir Starfield dann auch nächste Woche weiter. Ich muss mal sehen. Jetzt Anfang April ist alles noch so ein bisschen holprig. Muss mal gucken, wie die nächste Woche läuft. So mit Ostern dazwischen und so. Aber theoretisch kommt uns da gar nicht so viel in die Quere, was Streampläne für nächste Woche betreffen. Diese Woche sehen wir uns auf jeden Fall bloß am Sonntag nochmal. Und ich gucke mal, ob wir da wirklich diesen extra langen Pharao-Stream hinlegen und das Spiel einfach mal durchspielen. Ja, sehen wir dann. Aber ich glaube, es könnte sich ausgehen, ne? Dann hätte ich auch wieder was von meiner To-Do gestrichen. Gut, bis dann. Ich wünsche mal eine gute Nacht. Schlaft gut, habt ein schönes Wochenende, schöne Feiertage und alles. Wir sehen uns am Sonntagabend ungefähr. Bis dahin. Danke fürs Zusehen nochmal. Bye bye. Ciao.